Come quietly or there will be trouble. Your move, creep.
Come quietly or there will be trouble. Oha, oha. Oha, oha. So, jetzt hat. Manchmal. So, da wird ja schon gedrängelt. Was ist da los? Unglaublich. Dominik ist schon da. Schnell mal rüber. So. Wunderschönen und guten Abend. Hallöchen da draußen. Dominik, sei mir gegrüßt. Endlich mal zeitig genug da, um eine Runde zu dancen. Ja, das freut mich. Wenn der Rhythmus etwas mitnimmt. Hallo, Freddy. Dann freut mich das. Ja. Ist im Übrigen eine abgewandelte Version des Robocop-Themas. Ich wollte gerade Terminator sagen, aber nein. Robocop. Ja, Iresias, ja moin. Servus, Commander, sagt er. Ja, Mahlzeit. Ach, siehst du, ich wollte noch den Schiffspfeifen-Sound, wollte ich ja auch noch, ach Gott, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. So ungefähr. Na, ihr Schnuckis, sie war ja mal eine Fresse, hier geht die Welt den ganzen Tag unter. Es ist nur am Regnen, es ist den ganzen Tag dunkel. Ich glaube, ich habe die einzige halbe Stunde erwischt, um mal schnell eine Kiste Getränke zu holen, ein paar Kleinigkeiten. Keine Batteriepfeife? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Also, du kennst meinen Spendenlink, Freddy. Adresse kriegst du auch von mir, kannst mir gerne zusenden. Gar kein Thema. Spaß. Ja. Ich hoffe, ihr seid gut durch den Tag gekommen. Eure Arbeit war heute nicht so anstrengend. Ah. Ja, ich habe mich natürlich wieder in Schale geschmissen heute, ne? Ja. So. Vorhin war es tatsächlich mal eine Weile hellgrau. Oh. Das ist ja schön. Naja, aber je dunkler es draußen ist, desto weniger muss ich mir Gedanken über eine Beleuchtung machen. Das funktioniert dann eigentlich relativ gut. Obwohl es da schon wieder flimmert. Ich sehe es doch hier. Ja. Ja, da flimmert's. Naja. Könnte ich jetzt noch ein bisschen nachjustieren, aber ehrlich gesagt, ich habe gar keine Lust. Will ich gar nicht jetzt. So. Ja. Ja, heute geht es auf jeden Fall weiter mit Star Trek. Unschwer zu erkennen, auch am Titel. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist jetzt keine große Herausforderung, aber es ist ein tolles Erlebnis. Es ist eine nette Reise bis hierhin gewesen. Es stellt natürlich keine allzu hohen Herausforderungen dar. Machen wir uns nichts vor. Es ist ein interaktives Spielchen. Aber es ist schön. Mich holt es persönlich ab. Die Charaktere sind vor allen Dingen, also trotz, dass es komplett Englisch ist, ich denke, es ist viel zu verstehen. Aber die Synchro ist so stark für so ein doch, denke ich mal, unbekanntes Projekt und vor allen Dingen auch nicht mit diesen mega Ressourcen. Ich war gestern Abend echt erstaunt, begeistert, ob deines schicken Outfits. Manchmal kann er, ne? Wie gesagt, das Ding ist jetzt schon 30 Jahre alt. Es ist etwas eng ums Wänschle, aber ansonsten, ich kriege den Reißverschluss komplett so hinten. Aber damit zum Fasching würde ich jetzt nicht mehr gehen. Ich sehe da so, also da unten, also in der Körpermitte sehe ich da aus wie... Also ihr müsst das mal ausprobieren. Ihr müsst mal eine Fleischwurst nehmen und dann so alle 2 Zentimeter so einen Zentimeter Streifen Haut wegnehmen. Und die dann in die Mikrowelle legen. Dann wisst ihr, wie das aussieht. Aber das sieht ja keiner hier. Also, heute gibt's mal, ich weiß, ich hatte voll Bock drauf. Es ist nicht kalt, nein, im Gegenteil. Aber heute gibt es warme Milch mit Honig statt Koffein. Also, Kaffee halt, also, ne? So. Warme Milch mit Honig. Njam, njam. Ach ja. Der Ton für Durchsagen und so weiter ist der einer Batteriepfeife. Was weiß denn ich? Heißt die Batteriepfeife? Ja gut, die ist ja sehr hochfrequent, diese Pfeife, nicht wahr? Noch hochfrequenter und die Hunde würden vom Festland rüberschwimmen an Deck. Deswegen hört man die auch so gut.
Wenn die niederfrequent wäre, wäre schlecht. Endo, ja moin, wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Ja. Ich weiß ja nicht, wer von euch bei Insta ist, aber habt ihr mein Reel gesehen? Artilleriepfeife oder zum Teil auch Bootsmannspfeife. Ja, also ich sag mal so, ich denke, in der Seefahrt wird das auch Bootsmannspfeife genannt. Wurde übrigens auch im letzten Star Trek Teil so genannt bei, sag schnell, ne? Bei Captain Pike. Nee, ich hab's nicht gesehen, weil kein Insta. Freddy öffnet wieder den Bildungspart hier auf diesem Kanal. Ja. Freddy ist ein Füllhorn von unnützem Wissen und das finde ich sehr gut. Ich glaube, jeder, der nicht mit der Marine auch nur irgendeiner Art und Weise verknüpft ist oder sich damit beschäftigt hat, der sagt einfach eine Schiffspfeife. Und jeder weiß, was gemeint ist. Hab's gesehen. Was ist denn damit? Ja, wollte ich nur mal machen. Also ich habe da jetzt, hab ich da. Ne, ein Reel gemacht. Ich wollte mal gucken, ob da jemand geschaut hat. Da ging's ja eher darum, den Stream anzuteasern. Ja. Genau, da musste ich mir ausgerechnet aus dem letzten Stream selbst so einen kleinen Clip machen. Da fand ich das mit dem, ach Gott, meine Versicherung schickt mir gerade eine E-Mail. Achtung! Herr, schlag mich tot. Jetzt haben Einbrecher Saison. Geil. So. Nee, auf jeden Fall, achso, der Reel war jetzt nicht lang, ich glaube 11 Sekunden oder so. Da habe ich da gesessen mit meiner Kaffeetasse und habe dann geschrieben, der XO ist bereit, in Klammern, the power of coffee, Klammer zu, und dann hier 19 Uhr unser Streamchen. Puff. Ja. Ich muss da noch ein bisschen rumexperimentieren, aber es geht so viel Zeit da, echt. Also ohne Scheiß, ich bin ein furchtbar unkreativer Mensch. Also wirklich. Und dann versuch mal irgendwie, ne, was Sinnhaftes zu gestalten, dass die Leute checken, dass hier irgendwas abgeht. Andersrum, ich glaube, der ist aber auch auf YouTube, ne? Ich glaube, ich habe den auch auf YouTube hingeballert. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal selber gucken. So, warten Sie. Wo ist... Hallo Maus, da. Habe ich den nicht auch auf YouTube hochgeladen? Als Short? Ja, Sigi! Ja, Sigi, pass auf! So, will jemand drauf? Oh Gott. So. Allerdings habe ich habe das zu früh hochgeladen. Ich hatte jetzt hier noch was anderes, aber ist egal. So. Auf YouTube habe ich gesehen. Ja, ist gut. Ja, ich versuche mich da noch auszuprobieren. Das Coole ist, du kannst ja diese Schnipsel, kannst du direkt bei Twitch, kannst du dir die generieren lassen. Du kannst deine Clips nehmen, kannst dann sagen, komm, render mir das schon mal auf einen Clip zusammen in Handyformat, sag ich mal. Ne? Oh Gott, Nase. Da muss ich es aber tatsächlich nochmal... Das funktioniert, das ist so... Ich verstehe. Ich habe nichts getan und es funktioniert. Egal. Vielleicht hatten die auch ein Problem, wer weiß das schon. Was wollte ich jetzt sagen und nicht lügen? Naja, auf jeden Fall habe ich mir das auch nochmal runtergeladen und dann habe ich dann halt für Insta dann nochmal so eine Einblendung ab 19 Uhr heute. Tralala. Ne? Und so. Ja. Dann wollte ich eigentlich den Text auch anschrägen, der da drin war. Das Programm hat die Funktion. Aber sobald ich den Text anschräge, schieben sich alle Buchstaben quasi auf ein Zeichen zusammen. Habe ich nochmal kurz nachgegoogelt? Keine Ahnung. Naja. Leck mich halt. Dann machen wir es Deutsch. Gerade.
Ja. Oh Leute, mir ist so warm in dem Ding hier, ne? Macht euch kein Bild von. Ja. Nicht, dass ich guck mal gerade in den Chat, nicht, dass ich was übersehen habe. Na gut, okay. Alles in Ordnung. Ja, primas. Schön. Heute, ich denke, es wird auch so bis 11 Uhr gehen. Wenn mich das Spiel dann zeitig speichern lässt, nicht wahr? Morgen geht um 6 Uhr der Weg, ja? Yay, freue mich schon. Ja. Ja, dann gucken wir mal, was das gleich geht. Also wir sind ja stehen geblieben, dass wir jetzt hier so in geheimer Mission demnächst unterwegs sind. Bei 2 Völkern, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Hotari waren die einen und die anderen konnte ich mir nicht merken. Es waren keine Andalusier. Im Weltraum ist es kalt, da musst du schon was anziehen, war. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Man sollte da Tonnen an Gemüse hochschicken, weil dann ist das direkt schockgefroren. Da eintüten. Obwohl, wird's zu teuer. Dann wird's zu teuer. Dann kann's ja gar keiner mehr bezahlen. Ja. Es ist, wie es ist. Also irgendwie funktioniert die Transition auch nicht mehr richtig. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Und im Weltall hörte ich niemand schreien. Im Übrigen. Nicht wahr? Ich bin gerade total begeistert, dass die Sounds funktionieren. Ich bin ja, also... Weil ich habe gestern schon Überraschungen und hab den Braten aber nicht getraut. Und hab mir so gedacht, na... Ob das morgen auch noch der Fall ist, aber anscheinend. Weil da keiner hin... Oh doch, ich würde gerne ins All. Ohne Quatsch, das muss krass sein, den Erdball von was weiß ich, vom Mond aus zu sehen Wir oder sollten so. verdammt noch mal tot sein, mein Freund. Was hier geschehen ist, ist ein Wunder und ich verlange einfach, dass du es anerkennst. So. Nicht wahr? Ja, cool. Ja, das funktioniert, das ist so gut. Ja. Aber da bin ich schon neugierig. Dafür sind die Raumschiffschlachten in diversen Serien und Filmen aber doch recht laut. Ja. Weil die Leute wegen dem Stummfilm heute nicht mehr ins Kino gehen würden. Das ist ja das Problem. Wer will denn Realismus im Kino? Ach komm, hör doch auf. Ich stell dir mal vor, jeder Star Trek oder alle Science-Fiction-Filme und Serien, Babylon 5, Deep Space Nine, Voyager, die ganzen Star Trek-Filme, die Star Wars-Filme und Serien und so weiter. Stell dir mal vor, ey, die wären zu 3/4 ja stumm. Doch, ich würde da gerne mal hin ins All und gucken. Ist natürlich ein Risiko, ja, aber boah, mal eine außerirdische Erfahrung machen? Hey, schon Bock für. Bei Expanse ist dafür noch relativ leise, ja. Sag mal, apropos The Expanse. Habt ihr da Interesse an dem Game, dass wir uns das angucken? Ich muss mal schauen. Das ist ja auch von Telltale. Resurgence ist dafür. Man sitzt auf knapp 1 Milliarde Einzelteile, die vom billigsten Anbieter gefertigt werden. Noch fragen, hallo, dann darfst du auch nicht fliegen. Alles wird so kostengünstig wie möglich produziert. Wie sollst du denn sonst Gewinn machen? Am 7. Oh, ist das schon raus, das Spiel? Oh Gott, ich hab's verpennt, oder? Oh shit. Das war dir zu düster mit der Zeit. Also, wenn ich weiß gar nicht. Ich muss mal eben was gucken.
Ja, am 27. steht hier. Ich hab's verpasst. Oh. Ist das auch für Steam rausgekommen? Ich muss mal gerade was anderes gucken. So. Ja. Jetzt sag mir nicht, ihr habt's nicht. Nein. Okay, also, bei Instant Gaming ist es nicht verfügbar. Mhm. Ey, das ist doch scheiße. Es ist nur exklusiv für Epic Games, Leute. $40, Alter. Das ist viel Holz. Ich weiß nicht, wie Epic das hinkriegt. Aber ich habe ja auch nach was habe ich denn noch geguckt? Ich glaube, hier, das Spiel, das Star Trek-Spiel, das gibt es auch nur bei Epic. Das gibt es nicht bei Steam. Und wenn etwas exklusiv bei Epic released wird, haben die bei Instant Gaming komischerweise selten Keys. Zumindest zum Release. Ich hätte schon Bock drauf. Ich hätte schon Bock drauf. Das ist... Ja, sieht gut aus. Aber Telltale-Spiele sahen alle gut aus. Also muss man sagen, die hatten alle einen richtig guten Stil. Problem bei Telltale war seinerzeit, die sind ja einmal zwischendurch pleite gegangen, dass die nach, wie hieß das mit dem jungen Mädchen, das da irgendwie so zeitsprungtechnisch was machen kann? Bla bla bla, Before the Storm, hau mich tot. Gott, das habe ich da auch gespielt. Und auf meinem alten Kanal sogar Let's Played. Ach du Scheiße. Mensch, wie hieß das denn? Naja, da haben sie dann 2 Teile gemacht, die waren auch super erfolgreich. Dann gab es noch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob The Wolf Among Us, ob das irgendwie auch ein Comic war. Aber die haben zu viele Lizenzen eingekauft gehabt, Batman und tralala und hier und da. Und das war auf Dauer zu teuer und daran sind die kaputt gegangen. Hallo Sondelbar. Episode 1 von The Expanse habe ich schon bei Twitch gesehen. So. Ja, du bist ja ein kleiner Expanse-Fan, wenn ich das richtig verstanden habe. Man wird ja ignoriert. Ja, manchmal muss das sein. Wenn du hier nicht mit Halleluja reinkommst. Ne? Ich werde auch oft genug von euch. Da oben ist er. Ich werde auch genug von euch ignoriert. So, jetzt wisst ihr mal, wie das ist. So, Telltale. Nein. Haben die auch Borderlands was gemacht bei Telltale? Ja, ein Borderlands-Spiel haben die gemacht. Ein Borderlands-Spiel haben die gemacht, ja. Bitte? Ich habe nicht aufgepasst. Wenn ich dürfte, würde ich dir jetzt einen Stinkefinger zeigen. Aber denke ihn dir. Ach Mensch, jetzt muss ich das ist doch... Mensch, wie hieß denn das erste Telltale-Game, was da so eingeschlagen hat? Was ist denn los mit mir? Warum habe ich heute schon wieder nur... Warte mal. Nur Grütze im Kopf. Ist ja furchtbar. Also die hatten unter anderem auch Batman, The Walking Dead haben die gemacht, genau.
Oh, ich glaube, ich war gerade falsch unterwegs. The Walking Dead war, glaube ich, das erste, was gekommen ist. Oder? Walking Dead war super geil. Leider nur, kommt von Milch mit Honig, nein. Hätte ich auch nochmal Bock, The Walking Dead. Das Problem, ich weiß gar nicht, sind die mittlerweile deutsch untertitelt? Weil Walking Dead hat echt Spaß gemacht. Das waren echt coole Geschichten. Und das ging aber auch echt manchmal, Also das waren schon teilweise echt schwierige Entscheidungen da. Ich guck grad mal. Krise und Schließung, ja. Am 21. September 2018 gab das Studio bekannt, zu einem Großteil zu schließen und die meisten der vorher ca. etwa 240 Mitarbeiter zu entlassen. Etwa 25 Mitarbeiter wurden behalten, um die Verpflichtung des Unternehmens gegenüber seinem Board of Directors und seinen Partnern zu erfüllen. Okay, laut US Gamer würden sie an Minecraft Story Mode arbeiten. Ich weiß nicht, wann der Eintrag hier gemacht wurde. Letzte Staffel von The Walking Dead, genau. Wurde gegen den... Lalalala. So. Ne, ich glaube, so. Okay. Ne, ich habe mich mit dem Spiel, glaube ich, vertan, was ich meinte. Ja, stimmt, Guardians of the Galaxy Telltale haben die auch gemacht. Ja. Tales from the Borderlands. So heißt das Spiel über die Borderlands-Geschichte. Ne? Tiny Tina war dann, glaube ich, auch so ein Ableger von den Shootern, ne? Junge, haben die viel gemacht. Jurassic Park, The Game, Back to the Future, The Game. Alter. Und so viele Lizenzen. Naja. Sam & Max haben die auch gemacht. Naja, okay, ich habe mich vertan, zumindest mit dem Spiel, was ich meinte. Ja. Aber waren halt viele Lizenzen und die wurden immer teurer. Gerade The Walking Dead wurde auch immer teurer. Je erfolgreicher die Serie war seinerzeit. Ja, dann stehst du da manchmal in deinem Kurzhemd. Zu viele Projekte umgesetzt. Vor allen Dingen haben die den Markt gefühlt etwas überschwemmt mit immer der gleichen Spielmechanik. Irgendwann zu Expense nochmal. Für mich eine der besten Weltraumserien, die nicht als Sci-Fi bezeichnen würde, sondern... Genau, ja, ist so ein Ableger, Tiny Tina. Warum nicht als Sci-Fi? Ich muss sagen, ich habe die Expense irgendwann verloren. Keine Ahnung. Zweite Staffel oder so. Weiß nicht warum. Irgendwie lief wahrscheinlich wieder irgendwas anderes, was ich noch lieber gucken wollte. Wir ignorieren dich nicht, wir filtern nur. Ja. Ausreden nie verlegen, ich sag's euch. Alles gut. Okay, sagen wir mal so, Antimaterie-Reaktion ist wohl nicht möglich, aber der Rest könnte bei Star Trek auch schon Realität sein. Ja. Sagen wir mal einfach so, also ich würde jetzt, meine Güte, ich würde schon sagen, dass das Sci-Fi ist, aber nicht so weit hergeholt, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist verdammt nah an den Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber es wird, glaube ich, immer... Alter, ich kriege noch einen drauf, meine Nase juckt. Ich würde es schon noch als Science-Fiction, aber ich weiß, was du meinst. Im Gegensatz zu all dem, was sonst so rumschwirrt, so wie Stargate, Babylon 5 und so weiter. Ich habe mit Begeisterung gesehen, dass es eine zweite Staffel von Good Omen gibt. Ja, viel Spaß! Ich habe nicht mal die erste gesehen. Es gibt zu viel. Ich ohne Scheiß. Ich habe gar nicht... Was soll man denn alles gucken? Hab heute übrigens bei Serienflash, oder wie das heißt, beim Rennen Kühn, kurz in die News reingeguckt. Disney erprobt gerade das Verbot des Account-Sharings in Indien.
Also, falls ihr sowas haben sollen, ja. Wisst ihr Bescheid. Gut, oben war doch irgendwas so mit Engelchen, Teufelchen, Kram geschisselt, ne? Irgendwie so. Wenn ich das Logo noch richtig im Kopf habe. Keine Ahnung, worum es da direkt geht, aber Himmel, Hölle oder irgendwie sowas. Auf dem Mond beginnt es praktisch schon. Was meinst du denn? Der Asteroidenbergbau? Ich frage mich aber tatsächlich so... ja. Komm, Sondelbar. Erzähl uns doch mal den Unterschied zwischen Asteroiden, nicht mit Steroiden, Asteroiden und Kometen. Wenn die Station auf dem Mond errichtet wird, mit dem ersten oder zweiten Doktor als Schauspieler. Okay. Ha. Können, also ich sag mal so, Asteroiden, was sind denn, ich sag mal im Saturn-Ring da, also da, hier. Dr. Who? Natürlich, die Telefonzelle, Mann. Aber Dr. Who hat mich nie so wahnsinnig abgeholt. Ausgegaste Kometen. Oh, dann bleibe ich wohl ein Asteroid. Schafft das nicht komplett auszugasen. Ich bin da eher ja hier die Original-BBC-Serie von, wie hieß das hier? Universum in der Nussschale oder wie hieß das hier? Tralala? Dr. Wer? Oh, Sondelbar. Genau, Dr. Wer. Original-BBC-Serie. Alter Schwede, so geil. Ja, ja, Inselaffentheater, genau. Aber Dr. Who empfand ich schon als sehr speziell. Aber Gott sei Dank hat sowas... Ich meine, das wäre nie Kult geworden oder so bekannt geworden, wenn es nicht wirklich viele Leute angesprochen hätte, ne? Muss man ja auch mal einfach sagen. So, ja, Mensch, wie hieß denn diese Scheiße hier? Warum fällt mir jetzt diese Kultserie von der BBC auch nicht richtig ein, sondern immer nur, mir fällt der zweite Teil ein. Das Restaurant am Ende der Galaxis. Wie heißt bitte davon der erste Teil? Also die erste Serie. Ist halt schon sehr schräg, sehr speziell. Wie ja, genau, per Anhalter durch Ich danke dir. Wobei die Originalserie, alter Schwede, die ist ja so Comedy Gold. Die ist ja echt Comedy Gold. Ta 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 ta. Muss man gesehen haben, um den zu kennen. Lol, da haben wir es, ja, genau. Und der Kinofilm, der damals irgendwann neu aufgelegt wurde, kompletter Müll. Kompletter Müll. Das ging ja gar nicht. Das war so schlecht. Allein der Roboter. Der depressive Roboter. Junge, war das schlecht. Oi, das war so schlecht. Naja. Müssen die wissen. Ich weiß gar nicht, ob der Film wirklich erfolgreich war. Aber er hätte es auf keinen Fall sein gedurft. Das kann ich sagen.
Jetzt geht doch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Ja, natürlich. Ja, da geht wirklich nur die Originalserie. Man kann ja auch ein Remake davon machen. Aber doch nicht so in dem Kinofilm. Das war so schlecht. Schlecht. War einfach schlecht. Oder die Bücher. Naja, natürlich. Ja, gut, ich meine. Über Bücher brauchen wir ja im Zusammenhang mit Verfilmungen ja gar nicht reden. Ich sage nur Herr der Ringe. So, ihr Hübschens. Dann wollen wir mal gucken, wo wir stehen hier bleibt sind, wa? Symbols and Legends. Oh Gott, es sind Ferien. Oh. Es gab um den Dreh 2015 den Versuch, die alten John Wayne-Filme neu... Ach, das geht nicht. Das geht nicht. Die Filme hat John Wayne getragen. Das waren jetzt nicht herausragende Drehbücher. Das war John Wayne. Ich bitte euch. Symbols and Legends. Continue. Commander Rydek was able to work behind the scenes during the negotiations and made contact with a representative from the Hotari delegation named Tylus. She mentioned an unusual artifact of unknown origin being held under tight security within the Hotari Palace, which she believes came from the mines on Tau. Now, this artifact might have a connection to the revolt, to the storm, and to the warp disruption we now know has been targeted at the Resolute. Commander Rydek, if you want to take it from here. Of course. Tylus managed to infiltrate the heavily guarded location within the palace and sent us these scans using my tricorder. It appears to be some sort of control panel, possibly connected to the warp disruption weapon originating on Tau. Of particular interest is this symbol. Warum sind das her? Identify the origin of. The Federation database has records from a vast number of civilizations. If anyone from Starfleet has come across this before, the system should recognize it. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los mit der... Referencing Mann. Federation records. Displaying symbols from Federation database with a 90% probability of match or higher. Select a symbol to further analyze. Ich soll ein Symbol. Und jetzt? Ach so, select a symbol. Ich guck mal durch. Ist das Ding komplett Englisch? Nee, nur Sprache und Text. Ja, geil. Was soll das? Sollen wir hier mal comparen? .2% match. Got it. Hahaha. So, what are we looking at? The design and composition indicate this is a glyph associated with the ancient Khan Empire. Their civilization collapsed over 600,000 years ago. 600.000 Jahre altes was? Systems with a population numbering in the trillions. Fascinating. The Takan were once the most advanced, most powerful civilization in the galaxy. Is it possible the Hotari found Takan technology? I wonder if they even know what they have. Our knowledge of the Takan is limited. I have only encountered passing references to them. Actually, I've heard of the Takan. You have? Quite impressive, Commander. Computer,
Summarize the Enterprise D's discovery of a Takan Enterprise D. Ah, guck mal, die hat was gefunden. 386.4. The USS Enterprise D, under the command of Captain Jean-Luc Picard, discovered Schlück. the Khan outpost in the Delphi-Ardu system. According to the mission summary, an unbreakable energy-draining field was deployed against the Enterprise and a Ferengi ship. Ja. The Enterprise was only able to escape after negotiating their release with an entity known as Portal 6-3, Guardian of the Takan. Ja, kenn ich. Breakable energy draining field. It starts to make sense. What else is there? There's a lot here. Let's take it piece by piece. Select the aspect you wish to learn more about. Ja, dann gucken wir uns erstmal hier. Hallo? Ach da. Ich hab den Punkt nicht gesehen. Delphi-Ardu 4. What sort of planet is Delphi-Ardu 4? Delphi-Ardu 4 is an M-class planet, a barren rocky world with little to no vegetation and frequent ion storms. The giant crystals that grow there absorb energy, but it is not understood how they do so. The entire Delphi-Ardu system, consisting of 11 planets, was considered completely uninhabited until the encounter with Portal 6-3. Frequent ion storms. That can't just be a coincidence. Jo. Also da toben permanente Ionenstürme drauf und die Kristalle auf dem Planeten absorbieren Energie. Wie sie das tun, ist irgendwie nie klar geworden. Okay. There appears to be some sort of restriction order from Starfleet. Oha. Computer, explain this restriction. A Starfleet directive similar to General Order 7 forbids entering the Delphi-Ardu system or attempting to make contact with Portal 6-3. Starfleet doesn't throw up a no trespassing sign for just anybody. Nee. I suppose it makes sense considering what happened. Zugang verboten. Zugang verboten, warte mal. Alter, das Spiel rastet immer komplett aus, wenn ich die Kamera an- und ausmache. Der ist aber bescheuert. So. Ja gut, dann gucken wir mal hier Enterprise. Nee, doch den... Nee, das durften wir nicht, Entschuldigung. The technology to capture and hold the Federation flagship would have to be unbelievably powerful. Computer, what else can you tell us about the energy-draining field the Takan used? The Enterprise D was unable to break free on its own. The precise nature of the technology was never fully understood. Only that the crystalline technology used was beyond the comprehension of then-current Starfleet science. Ja. The engineering team found a quantized spin crystal formation in the shuttle you took to Hotari. They registered tetrametric radiation coming from it. We have Takan technology on board right now? We might. I'll run a full analysis in the containment lab. Auch ein bisschen komisch, dass die da die Informationen nicht haben, ne? Also, ich meine, die finden so ein Stück außerirdisches Zeug, packen das in Quarantäne, untersuchen das und keiner sagt dem XO und dem Captain Bescheid? Da läuft aber was verkehrt. Das hätte es bei Jean-Luc nicht gegeben. Das sage ich dir. Allerdings wäre Riker auch mit dabei gewesen und ja. Someone from the Takan Empire is actually still around. Or at least was, 16 years ago. Computer, what other information do you have on Portal 6-3, Guardian of the Takan Empire? The entity known as Portal 6-3 is of an unknown nature. A biped humanoid, he was unaware that the Takan Empire no longer existed at the time of the encounter. He was able to control the crystal-based technology of the Takan outpost through apparent telepathic means. It was by his choice that the Enterprise was released from the energy-draining field after Commander William T. Riker of the Away Team argued on behalf of both Starfleet and the Ferengi. Telepathic control of their technology. As I have said, they were the most advanced civilization in the galaxy. Aber The Lydians should have crushed the revolt. But if the Hotari have Takan technology and can control it, I see why they're willing to negotiate peace. For all we know, this could be just the beginning. And we're up against something greater than we can imagine. There's only one way to find out. We need to see what's down there for ourselves. I might be able to help with that. We've been able to triangulate the source of the ionic interference and warp disruption to a specific mine on Tau. Engineering used the latest data from your shuttle to pinpoint its origin. There. So we know where to look.
Commander Rydek's right. We need to know what's down there, what the Hotari are hiding, to better understand what we're up against, and to neutralize it if we can. Captain, embarking on a mission to the Hotari moon would not be viewed favorably by either side. However, given the circumstances, we are entirely within our rights to defend ourselves. I just want to make sure this doesn't blow up in our faces. Which is why I'm thinking of sending Commander Rydek on a covert mission to Tau. Ja klar, Undercover-Mission für uns. Ja, geil. Assuming you're up to the task. It would require absolute secrecy. And obviously, it's not without risk. I'll get the away team in and out. They're in safe hands with me. Under normal circumstances, that would be the case. But given the sensitive nature of this incursion, I'm afraid you'll have to go it alone. Alleine? Hoping Tyler can accompany you. The priority is to avoid Salazar, It's a calculated risk. The last thing we need is to get caught and then blamed for violating our neutrality and aggravating an already tense situation. We can't afford any mistakes, which is why I've chosen you. Tyler will be essential to my success. Not only her knowledge of the mines, but her ability to gain access, particularly now that we know which mine we need to get into. Make sure she understands the need to keep this covert. She's not going to want her people to know about this. Get in touch with Tylus and make the necessary arrangements as discreetly as possible. Bridge to Captain Solano. The Illydians have moved additional ships to the edge of the Hotari system. Current heading is straight for the homeworld. Understood. It would seem we no longer have the luxury of waiting. In that case, may I suggest you and I return to Hotari Prime? Doing so will provide Commander Rydek as much time as possible to complete her mission. Agreed. We'll hail the Queen's delegation from my ready room. We all know what we need to do. Dismissed. Ich gehe auf eine Undercover-Mission. Okay. Oh Gott. Also der Portal 63-Typ, den die Enterprise da getroffen hat, der wusste gar nicht, dass das eigene Imperium untergegangen ist. Und ich frage mich immer, wie die das so große Zivilisationen schaffen, plötzlich komplett weg zu sein. Wenn die stärksten und größten und fortschrittlichsten waren. Petty Officers Diaz and Edsolar, where is the crystal formation that you found in the shuttle? I have tasked Ensign Calloway with performing a full analysis of the tetrametric pulses. Security brought it to the containment lab. I was just there. They don't know anything about it. Ich wusste es! Never checked it in. Miranda never got there? She's the one that had the crystal formation? Yeah, her and the rest of the security detail from the negotiations. Diaz, Tamaris. Ich hab gesagt, der Rothaarigen dürfen wir nicht trauen, fragt die Atlanta. Edsolar to Miranda Maris. Commander Westbrook to Petty Officer Miranda Maris. Respond. Ich hab's euch gesagt. She's still Die hatte böse Augen. She has to be. Computer, locate Petty Officer Miranda Maris. Petty Officer Miranda Maris is in the isolinear storage array on Deck 5. I'll go find her. Good. Warum? I am sure Mr. Diaz can attend to this on his own. Normalerweise muss die Sicherheit... Also die wissen doch, dass da irgendwas schief läuft. Da schickt man doch die Sicherheit. Die haben Milch mit Honig am Abend getrunken. Lull. Ich sag euch nie wieder, was ich trinke. Puh. Someone improperly pulled these isolinear chips. Okay, da ist dran manipuliert worden. Die isolinearen Chips sind irgendwie nicht richtig verbaut. Ja. Oh, isolinearer Chips. Ich hab's euch gesagt. Ein Schlummertrunke. Und lecker ist er. Who did this?
Ich habe euch gesagt, wir dürfen der nicht trauen. Wir bleiben leise. Der Punkt war schon lange da, Freddy. Der Punkt war schon lange da, die Sicherheit dahin zu schicken. Ich mag Milch mit Honig, allerdings ohne Milch und ohne Honig. Ja, ist doch schön. Dann gönn dir doch mal. Das ist übrigens ein anderer Ausdruck dafür, von wegen, ich will Bier. Er sagt doch sowas nicht. Ich habe mich auf sie eingelassen. Nein. Ich hab's gesagt. Die hat böse Augen gehabt. Ich wusste es. Kann mich auf mein Urin manchmal doch verlassen. Hier ist nix. Entschuldigt, aber wer haut denn hier so die Schränke hin? Das ist doch Blödsinn. Noch mehr isolierende Chips. What the? Oder ist sie beeinflusst? Oh, it's just you. I'm busy right now. Why don't you come back later? I called you on the comm badge. Ed Solar and Commander Westbrook, too. Why didn't you answer? Oh, I guess I was just caught up. Ja, du hast das überhört. Ist klar. But I'm through here, so I can't stay and chat. I have other things to do. Sorry you came all this way for nothing. But hold on a second. Commander Westbrook said the crystal formation we found in the shuttle never made it to the container. So. He sent me to find you. Erkläre dich. I don't know why he'd say that. I brought the crystals to the lab myself. Whatever he told you, he got it wrong. All I know is where I left them. Westbrook wouldn't lie about that. Are you really so sure? I just said he wouldn't. Then maybe he's mistaken. I don't know. Look, I appreciate that you came to check on me, but I'm fine. Warum hast du diese ganzen Chips da rausgezogen? We're on a starship. Nothing's gonna happen to me here. I'm worried because you're acting strange. 1 minute you're citing regulation to take the crystals, and now you don't seem to care that they've gone missing. And what are you even doing in here? Will you drop it? I don't like being interrogated, Carter. Aha. Hey, wait up! Die hat Glück. Die hat Glück, dass wir keinen Phaser mit haben. I don't know what I did to deserve this kind of treatment from you. Kann ich dir sagen. Du wolltest unbedingt das Alien-Artefakt und jetzt auf einmal hast du es nicht? I'm under a lot of stress right now. Just tell Chovak or whoever I don't know where the crystals are and let me go about my Das kann nicht sein. Sie war ja diejenige, die es... aren't the same for us. And I want to talk about that. Sag's ihnen selber, komm. If you won't give me a straight answer, you can tell them yourself. This doesn't concern you. So I'm good with that. Miranda, hold on. No. Get out of my way. So I see you found each other. You were taking so long, the commander sent us to see what the problem Du was. hast so lange gebraucht. Diaz, you were sent here with specific orders, and fighting your crewmate wasn't one of them. What the hell is going on here? Let's just let them explain. I'd like to hear that, because I know what it looks like. There's something seriously wrong with her. She's not Boah, ich hab doch gesagt, böse Augen. Sektion 31. Ja. Doesn't mean anything. Well, for one, she was copying data onto this. This drive is unauthorized. Ach was.
There are ISOs all over the floor. And that's why I was in here, investigating this situation. Nee. And when Carter came looking for me, we got our wires crossed. It wasn't anything more than that. Even if that was true, it still doesn't answer what happened to the crystal formation that she took. And she isn't helping. I can't tell you what I don't know. I brought them where they belonged, and that's where I left them. I don't know what's going on here, but I think we need to call it into security. Ja, bitte. She can explain herself in the brig. Hold on a minute. We don't need to put this on anyone's permanent record. Sally, du bist leicht zu haben. If something's wrong with you, we should head to sickbay and the doc will fix you right up. Yeah, I haven't felt right since I came back from Hotari. I think I should see the doctor. Hol ihr den Wurm aus dem Kopf. If you really think she's not well, we can take her to sickbay first. But what I know is this is a security breach, and we should treat it as such. Please, just let me go see the doctor. She did have a bumpy ride back on the shuttle. Come on, Carter. We should get her taken care of. You better be sure about this. This is Petty Officer Diaz. Security. I need a security team to deck. Oh, Freddy wollte auch. Unbelievable. Ja. Wer hätte es mir nicht anmachen sollen? Nein, nicht in die Luftschleuse. Nein, nein. Hätte X gemacht. Wir brauchen die noch. Wofür? Wofür? Ah. Was darunter liegt. Ah. Oder was verborgen liegt. Kann man auch sagen. Foliage on Tau resembles underwater plant life on Earth. The universe is full of mysteries. Das ist ein reines Storytelling-Game, ja. Hat ein paar Minispielchen. Also. Das ist halt so Telltale-Style, ne? Als abschreckendes Beispiel. Ja, dafür brauchen wir die noch, genau. Hallo? Komische Pilzflechten da oben, hä? Hä? Ja, wieder zurückgehen? In der Tat. Was ist... Da. Achso, das liegt dahinter. Okay. Rydick here. This is Irma. Any trouble getting to the surface? I'm really starting to miss transporters. As long as this storm is around, you'd better learn to like shuttles. But if you can find the cause of the interference, we might be able to get back to transporting. Ja. As if I needed another incentive. We both know there's a lot more than that riding on this. Fair enough. You'll need to get in and out of the mine undetected, so I hope Minister Tylus can help in that regard. So do I. Okay. And to keep this covert, we'll refrain from contact unless absolutely necessary. Understood. Rydick out. Na, der Vorteil ist, du kannst ja verschiedene Wege gehen, ne? Man sieht das hier natürlich auch an den Texturen, ne? Dass das alles etwas einfacher gehalten ist, ne? Wenn man das so... Die sind halt nicht so hochauflösend. Was ist denn da weggeflogen? Und was blitzt da so? Ah. Keiner zu sehen. What? The ionic interference is coming from underground. I should find a safer way down there. What?
Ja, du hast andere Optionen, ja. Definitiv. Jetzt gerade zum Beispiel Entscheidung mit der Rothaarigen, ne? Unsere Verbündete. Oh, ist hier denn noch irgendwas zum... Also nochmal... Also, jetzt so in echt, ne? Da wäre sie mit dem Tricorder bewaffnet und wir wären die ganze Zeit wild am Scannen. Shuttle take off. Hopefully no one else did. It's good to see you. Even under these unfortunate circumstances. Wir haben uns Sorgen gemacht um sie. When you called to give us a scan, it sounded like they caught you. I was worried you'd been hurt. It was nothing I couldn't handle. Anscheinend. Lead the way. I'll fill you in on what we've learned about the situation. Follow me. Okay, ich hoffe, wir können ihr trauen. Aber ich denke schon. Von hinten wird man nicht meinen, dass das eine Frau, ein weiblicher Charakter ist. Is being used to control some sort of warp disruption weapon that has the Resolute trapped in Hotari space. According to our readings, the power source for that device is on this moon, at the specific coordinates I sent you. That sounds impossible. But explains the rumors of the Hotari controlling the ionic storm. We strongly suspect the device was created by an ancient empire known as the Takan. The Takan? Once the most powerful civilization in the galaxy. But they've been gone for over 600,000 years. It's hard to believe there's something like that on Tau. Mal was anderes. Ob man wohl in 600.000 Jahren noch irgendwas finden würde vom Planeten Erde und der Menschheit? Ich meine, also an der Zeit des Universums gemessen, dauert nicht mehr lange, bis der Planet hier vor die Hunde geht. Ne, machen wir uns nichts vor, aber... Which is why I need proof. If we find hard evidence that Galvin and his allies are hiding dangerous Takan technology, I can convince the Federation to let us intervene. Understood. We're almost there. Es könnte jetzt der längste Ladescreen der Welt gewesen sein. Nö, nix mehr, dank der Tektonik. Ja, und wahrscheinlich auch abhängig davon, ob wir noch weiter vom Planeten wegkommen, ne? Also alltechnisch und Besiedlung und so. Aber die finden Artefakte 600.000 Jahre alt? Beziehungsweise wissen von einer Zivilisation, die halt vor 600.000 Jahren gelebt hat. Wer weiß, wie lange die schon unterwegs sind. Oha. That's the mine? Prospect 614 North, Subdivision 20. It's enormous. Just one of the thousands across Tau. The pride of Hotari. How do we get inside? The structure that circles the mine has entry points for transporting equipment into the lower levels. They're guarded, but nothing I can't get past using my authority. Well, that's good to hear. As long as you can avoid being seen, I should be able to talk my way past any miner. And provide a little distraction for you in the process. How do I avoid being seen? You don't use the door. Wie werde ich nicht gesehen? Benutze nicht die Tür. Geil. Und natürlich radioaktiven Mund, ja. Don't you know who I am? I am Tylus Altaris, Minister of Diplomatic Affairs. That's not... The Queen would be furious to hear you tried to deny me entry. The Queen? But I just... You just what? Just now realize the trouble you've made for yourself? And who exactly do you think you're going to report this to? Because I'll be reporting it as well, to someone much further up the ladder. You have no authority here. Do you understand who pays your wage? I can inform the Queen directly of this insolence. There's no You'll need regret for... everything you've said here today. You should have opened the doors the second I appeared before you. That's not the protocol. I didn't know Each you second were... you delay my entry will be recorded, processed, and permanently marked on your record. I can't believe this. Does your brain function? Do you speak our tongue? Minister, I have orders. How could a fellow Hotari not understand? Jetzt soll ich ihn hier scannen. Ah. I've reached the end of my patience. Escort me to the maintenance bay. I told you I can't just... Now!
but fine. A wise choice. Warte mal. Lead the way and be quick. Ich hab von hier aus Ja, hier gibt's nichts zu sehen, das sag ich dir. So, das kann ich auch. Ja, aber So, ich habe jetzt für mich eruiert, welche Art von Spielen ich per Steam spielen würde. Pixel Games, Indie, eher gemütlich, nix à la God of War oder andere High-End AAA-Spiele. Denke, da würde meine GTX reicht die auch für God of War. Muss halt ein bisschen was runterstellen. Also, rein theoretisch, du würdest es spielen wollen. Ich sag mal, finanzielles Limit. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also das finanzielle Limit für den PC komplett 600 Euro. Ui. Ich hätte auch hierher gehen können. Ich Depp. Ja. Ich guck mal, was das hier ist. Kleinen Moment. Someone takes their breaks up here. Maybe the same guard who left that window unlocked. I suppose the view is nice. Ja. Ich würde schon fast sagen, da musst du dann nochmal auf die AM. Ohne Altteile und mit AK schwierig. Ja, also oder auf eine AM4-Basis noch gehen, auf die letzte Generation. Force field. Looks like it was installed recently. No safe way around it. Not going that way. Weiß, wir müssen scannen. So, dann, ja. Okay. Let's get a look inside you. Was soll ich noch scannen hier? Verdammte Scheiße. Ja, da brauchst du auch nichts Neues in Wirklichkeit. Oh, da. Oder? Sehe ich denn? Ach, da ist noch was. Oh, Junge. Full system access. Let's see if I can just... Bingo. Nicht, dass das wieder angeht. Mal schnell, ja. Better hurry. Not sure how long she can keep him busy. Ansonsten ein X3D, der AM4-Serie, oder? Sondelbärchen? Something in here is keeping that door closed. Keine Ahnung, was der momentan kostet, aber...
Got it. Should remove the security check on the door. Das sag ich ja. Das wäre ein AMD-Prozessor, den ich jetzt in Erwägung gezogen hätte. So, und jetzt? Hallo? Ist hier die Tür? Ich glaube ja. Ah. Und für Full HD Gaming reicht die 2060 immer noch ganz gut aus. Junge, Junge, hä? Das schafft was weg. Ja, du meine Fresse. I didn't come here to educate an imbecile on royal protocol. Of course not, Minister. So I will be about my business here, and you will take yourself out of my sight. Ist das eine 2060 Super? There you are. You really let that guy have it. It worked, didn't it? I'm used to having to throw my weight around. Hard to get anyone to listen to you otherwise. I'm impressed. I didn't know you had it in you. There's a lot you don't know about me. Underestimate me at your peril. Mein Monitor kann UHD. Ja. Galvin and Sidron have gone to great lengths to keep out the uninvited. Meiner kann 4K, aber die 3080 mit 10 GB reicht da kaum noch bei den Spielen. The ionic interference is coming from below us. Deswegen. We need Also to go mit deeper. 12 GB läuft noch gut. Down, at least to the changeover station. But we can't use it without DNA authorization from one of the guards. I have an idea, but we need a few samples of DNA from the miners who work here. Samples? Fingerprints, sweat, blood. Which will trick the machine and get us control of the lift. That's the theory. Let's test it. Ja. This facility doesn't seem well maintained. Huh. An Illydian console. All the managerial technology in the mines is Illydian. So they can keep an eye on their investment. Was ist der Ryzen 7 5800 X3D oder irgendwie sowas? Oder wie heißt er? Das müsste ja quasi der Gaming-Prozessor... Ich habe ja den Vorgänger davon. Console, but it's only partial. I can't use this. Maybe because we're outside. The weather out here could dilute any DNA samples. What about inside that structure? That's where the workers spend most of their time. Good idea. Ja toll, dann gehen wir da mal rein. Hi. Wow, that is a lot of DNA. I should look for the most concentrated spots. Aha. I can use this. That's a stable DNA sample. It's only partial, but a few more should do it. Und ein paar noch mehr. Was?
Ja, den würde ich aber auch nicht mehr nehmen. Hygiene clearly isn't a priority down here. Promising. What? Da ist noch was. Haha. Good. That's another I could use. Just need one more sample. Ja, oder den 5800X, aber der ist halt ein Biest, was die Kühlung angeht, ne? Da musst du schon auch einen vernünftigen Kühler draufpacken. There's gotta be stable DNA here. Perfect. That's enough to make the DNA profile. Ja, danke. Das wurde aber auch Zeit. Oh, was ist denn hier alles? Ich guck mir das mal an. Almost looks like coffee. Almost. I'll have some Ractagino when I get back to the ship. Ractagino. If they eat in here, it's likely there's some DNA in the room. Ach so, das sollten Hinweise sein. Oh Gott, echt? Ja, die sind aber schlecht platziert, eure Hinweise, Freunde. Hotari must be tough on the inside, too. Ja, das würde ich niemals essen. Genau. Ja. Oh Gott. Kennt ihr noch aus eurer Kindheit solche Kristalllampen? Some kind of glowing mineral being used as a light. Naja, Grafikkarte hat er. Dann braucht er Mainboard, Speicher. Und dann hat er es mit der CPU. Und den Kühler halt. Aber dann. Obwohl Netzteil weiß ich nicht, was da zur Verfügung steht. Was da momentan noch für eins vorhanden ist. Wenn es überhaupt eins ist. Da müssen wir natürlich genau gucken. Leftovers. Ja, yeah, I Leftovers. should give this a scan. Hatten wir. Danke. Wir gehen. Ja doch, die 2080, oder habe ich das falsch verstanden? Die 2080 doch, 2060 oder sowas, ne? What? Das mag kicken, achso. Moin. You're not coming inside? There are some things I'd rather not smell. Ah ja. I see. Hopefully that guard stays outside. Oh, he will. So, was soll ich jetzt machen? What's in all these containers? These contain mining supplies, tools, energy packs for machinery. Shouldn't mining supplies be inside the mines? It is troubling. If the workers here aren't mining... So, was soll ich jetzt machen? Ja, du bist gesund. Wack. So, können wir jetzt irgendwas machen? Wir haben noch genug DNA, oder habe ich was falsch gemacht? Jetzt geht es. It worked. Theory proven. I'll get it started. Ready? Da reicht aber auch ein Mini-ATX-Board, ne? Sondelbar. Da brauchen wir kein Full-ATX, wenn er da jetzt nicht noch irgendwelche PC-Express-Karten draufknallen will. We might find down there. We'll be okay. I've survived worse. Kleines Gehäuse dann dementsprechend. But I'll put my faith in you. For now.
Aber die ist ganz schön, ist die. Guck mal, wir gehen ja bis zur Schulter. Sicher, dass du keine Klingonin werden solltest? No, stay back. There's a guard at the station. You'll have to hide. Ja, wo denn? Ja, lass mich doch... Ach komm. Who are you? What are you doing here? You watch your tone with me. I'm Tylus Altaris, Minister of Diplomatic Affairs. I speak for the Queen herself. This is a restricted area. No one gains access without the approval of Galvin or Sidron. Wait. Juis Gawad Apawincha. Let me... Are you all right? I don't know. Are you injured? No, I thought if I could talk my way through like always, I'd be fine, but... I'm a diplomat. This isn't what I do. I've never even fired a weapon. This is just... It's real now. I wasn't ready for this. Tylus, you can do this. I don't see what you're basing that on. All you've shown me so far is an iron-willed determination to save your people. So nämlich. I Du don't kannst expect das. that's changed. No. No, it hasn't. Einmal bei der Ehre packen, dann geht das. Been challenged like that. It meant nothing to him. So we should assume any Hatari we encounter from here on can't be reasoned with. Agreed. The only loyalty they have down Er möchte einen einfachen Rechner haben. Da reicht auch ein M2-Slot mit 2 Can you Terabyte. switch over the lift? The guard should have a scan card that will allow us to operate the switch. Got it. He's not dead, is he? He's still one of my people, and I didn't come here to take Otari lives. My phaser's set to stun. He'll be perfectly fine, just unconscious for a while. I see. We don't have that sort of technology on our weapons. Good to know. Ach so. Ein Gigabyte reicht dir als Festplatte. Ja. Okay. Das wirst du wohl nicht kriegen. Ich glaube, das reicht doch nicht so ganz. Wölfchen, moin moin. The energy readings are emanating from this tunnel. It's sure to be guarded in there. Stay low and follow my lead. Ja, du. Ich sag mal, der Aufpreis zu einer 2 Terabyte ist halt gering mittlerweile. Also wirklich, das ist, ja. Da spart man nicht viel Geld dran, ob man jetzt eine 2 oder eine 1 Terabyte nimmt. Not all of it. We excavate large chunks of rock that contain varying amounts of dilithium ore. It's sorted and processed at the collector ship above. Huh. Wo geht, warum? Hallo? Oh mein Gott, bist du lost. Wer ist da jetzt gemeint? More guards. I take that as a sign we're getting close. I'll get a closer look. Oh, Alter. Looks like they've improvised a barrier. Yes, we must be getting closer. Da waren wir uns aber schon einig, dass wir jetzt schon näher ran. Das macht sie jetzt selber, okay. We need that particular card, don't we? I'm afraid so.
Okay, wir brauchen die Karte, ne? Ja, schön. Can you open that door? Not without that scan card. Habe mir fast gedacht, reine Muskelkraft wird hier nicht ausreichen. Dieser billige Lensflare-Effekt ist ja schon fast witzig. Nee, da wäre ich jetzt auch nicht von ausgegangen, also dass du sowas brauchst. We don't have time to wait for them to finish whatever they're doing. We'll have to try to keep low and sneak past them. I'm starting to see the utility of a phaser. I wouldn't stand a chance against all three of them. I don't like our options here. I have to get us that card so we can open the door. How? If they detect you, Galvin and Sidron's followers are clearly willing to kill to protect whatever is in this mine. Oh, Glückwunsch, Wildchen, zur neuen Wohnung. I'll be fine. What should I do? Avoid being seen. Stick to the edge of the room and meet me at the door. Ich mag Schleichmissionen nicht. During stealth sequences there are enemies that, if alerted, will hunt for you and try to get you. If you are caught, your mission has failed. Ja, davon gehe ich mal aus. Guck, wo der rumläuft. It's coming along. Was macht er da? Guckt er zu uns? Ja, ne? Ja. Those arrogant Lydians have no idea what's coming. Oh oh. I'm sure the Lydians won't try something else. They saw our power, our resolve. They're terrified of us. Until the plan is complete, we're vulnerable. Endlich wieder im Dunkeln schlafen? And we'll complete the plan more quickly. Processing. Und sie muss aber auch immer hochgehen, ne? Wo muss ich denn hin? It's just a matter of time. Oh, da steht noch so ein Junkie. Alter. Komme ich denn daher? Arrogant Lydians. Good. Good. Bleibst du unten? An intruder. Long is Galvin going to make us wait? I'm not worried. Da sie aber auch immer wieder aufstehen muss, ne? It's a miracle we're even here. We've been waiting for Also, so long. warum tut sie das? We'll get our chance. It's inevitable after all. Then it is. Huch. Ja, den meine ich doch. Das ist meiner, den ich habe.
Stealth-Mission. Ich mag keine Stealth-Mission. Stay close. Stop! What? Motion sensors. Ja, die habe ich doch gesehen. Alarm will be found. Invisible to the naked eye. They could be anywhere. How will we get through? Ach hey. Kann ich das irgendwo ausschalten, den Oh, da. Naja. Da kann ich aber nichts dran machen. Ja, gut. Alter. Okay, ich glaube, ich weiß. Nicht mit integrierter Grafik. Nein, 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 nein. Die taugen was, aber was willst du damit? Also... Also ich würde mir keine APU kaufen. Da du eh eine Grafikkarte hast. Was ist hier los? Ach du Scheiße. Ne. Die Adviana oder wie hießen sie? Oh, Scheiben. Was machen die denn? Ach, Moment, das waren ja vorher die Aufseher wahrscheinlich, ne? Ach du Scheibenhonig. Da hat's aber geklatscht. Oh, Kristalle. Hotari don't do this. We defend ourselves, but we don't kill on this scale, this level of savagery. There's no such thing as a bloodless rebellion. I don't know if we should keep going. So much death. I don't want to end up like them. We'll make sure they didn't die for nothing. What we learn here could save the rest of your people. Okay. So. Okay. Wir schulden es den Toten. Whatever happened here, it made the Illydians abandon the mines. Let's find out what they're so scared of. Machen wir sofort. Ah ja, diesen 5800X, den würde ich empfehlen. Wie gesagt, den habe ich selber hier in der Kiste drin. Dazu ein Mainboard. Oh, da reicht aber, wie gesagt, ein Mini-RTX. Wie gesagt, bei der SSD, bei der M.2 SSD kannst du wählen zwischen 1 und 2 Terabyte. Also die Preisunterschiede jetzt auch nicht mehr so riesig. Bei den Spielen, die du so spielst, werden wahrscheinlich 16 GB Speicher reichen, also Arbeitsspeicher. Ja. Ich glaube, DDR4-Speicher ist mittlerweile auch recht günstig, ne? Das muss ja auch, wie gesagt, nichts Leuchtendes sein. Ja.
Der macht sich nur beim Gaming bemerkbar, weil er einen größeren Cache hat. Aber ansonsten, wie gesagt, produktivitätstechnisch ist der vorne, den brauchte ich dann halt eher hier zum Streamen als einen X3D. Wenn du den 5800X nimmst, hast du jetzt echt nichts falsch gemacht. Definitiv nicht. Hattest du die Graka denn nicht schon? Habe ich das vorhin falsch verstanden? Das kann natürlich sein. So, was geht? Was soll ich tun? From the blast marks, it looks like the Illidians had far greater firepower. The Hotari fortified the side of the room opposite the door. Ja, da kam irgendwas raus. Tactic, but a few crates aren't going to stop fully armed Illidian soldiers. How did they win? Ach, Herr Jemine. These crystalline particles, they're not dilithium. Are they common in the mines? Not that I've ever seen. Dominik, ich kann mal gucken, dass ich da mal bei Mind Factory gucke. Da mal was zusammenstelle und dir die Liste mal zukommen lasse. Is this the effects of an Illidian disruptor? Yes. Disruptors are cruel weapons. Hotari and Illidian. Both sides took a beat. Stocklüfter kannst du nicht nehmen bei dem. Kannst du nicht machen, Sonderbar. Dann hast du definitiv eine Turbine im Haus. Also das kriegst du nicht hin. Der Stocklüfter ist komplett am Müll. Das ist also... Ja, das geht, aber dann brauchst du... Wie heißt das so schön? Schallschutz? Mickey-Mäuse? Flock? Ja. Footprints. Illidian boots. Running back the way we came. Ja, die sind geflüchtet. Tylus. Oh la la la. What? What kind of weapon did this? This is like nothing I've ever seen or heard of. My people don't have a weapon that does this. Ja, ich guck mal. What else can you tell me? Oha. Kristalle sind im Körper gewachsen. Aha, wir haben 4 Herzen. Good to know. Irgendwas muss ich hier noch finden. Hallo? Is anybody out there? Oder ist hier noch jemand in there? Das hatten wir. Ja, das verstehe ich jetzt aber hier nicht.
Habt ihr jetzt echt alles abgesucht hier? Ach komm, hier der Kristall selber. Lul. Complete Scan. Okay. What an awful way to die. This must be why the Elydians are so afraid. Technology that surpasses their own. In the hands of the Hotari. Das ist die neue Festplatte, Dominik, die M2. Where did this weapon come from? Well, the crystals are giving off tetrametric pulses. If I set my tricorder to search for that frequency, it'll lead us right to the source. Radiation compass. Radiation is visible through your tricorder and will lead the way to scannable objects. The 4 green lights on the left will fill to indicate the tricorder is facing a source of radiation. Jawohl. Mhm. Toll. This makeshift barrier forced the Elydians to enter from the service corridor, creating a choke point. Quite the advanced tactic for a species that's never waged war. Oha. Think they parked this here on purpose? One way to find out. Need any help? I've got it. Ich weiß schon, wie den geht. Aua, laut! This concentration of tetrametric radiation has never been recorded. Whatever they're hiding, it's right through here. Oha. Verdammt, jetzt will ich wieder ein 5800X. Ja, Leben ist kein Ponyhof, ne? Muss mal eben kurz gucken. Die Soundeffekte sind hier sehr laut. Komm, Mädchen. Du hast extra nichts gefrühstückt heute. So. This feels strange. The crystals Hallo Lachs, guten Abend. Growing outward, replacing the soil. It's like an infection. A parasite. Growing inside Tau. Ja, so ein bisschen. Irgendwie, das mit dem Kristall ist ein bisschen komisch. Könnte ja sein, dass das auch so ein Überlebender dieser komischen Rasse da ist. Dieser, ne? Ach du meine Fresse. Und deine Daten so kleine Füße? Ja. Das ist bei ihm so. Incredible. This is definitely not Hotari. Danke, Lachs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Der 7. Monat. It's the remnants of the Tucan Empire. Noch 2. Gibt's ein erstes Twitch-Baby? I don't think we should be here. This is exactly where we should be. Every strange thing we've seen in this system, it might all come from this room. We need to learn everything we can. Weil der mit 300 € viel zu teuer ist für so eine alte Plattform. Und so viel mehr Power gegenüber dem 5800 hat er auch nicht. Also der Aufpreis ist nicht gerechtfertigt. Deswegen kein X3D. Somewhat resembles a transporter pad. What are we looking at? It's made of the same crystalline material as the rest of this place. But I can't tell much else. Might be some kind of sleep mode.
I can't analyze this further unless it starts working normally. Maybe we can turn it on from somewhere else. Hopefully. Let's keep looking around. Look familiar? It's almost identical to the console Galvin has hidden in the palace. Ach was. It looks like a control surface. Mhm. So, war hier was oder war das eine Reflexion? Das war eine Reflexion, dankeschön. Die Geräusche nicht schön, nein, nicht schön. Kann man nicht scannen, okay, ist egal. Can your device read this? It can roughly translate the words, but we don't have enough Taconian language on record to understand how it's structured. Oh well. Okay. Voll das Bockgrün. What is it? The device's primary function is to transmute lithium into this quantized crystalline compound. Possibly for the creation of weapons. Do you think one of these was used on that Elydian in the tunnels? Such a cruel weapon. Die schießen quasi Kristalline in die Körper der armen Leute. Junge, 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 Junge. Looks like some sort of replicator. I can't get it to work. It has power. Must be looking for some other kind of authorization. Ah, okay. Ja, ich schätze mal, ich hätte jetzt beinahe gesagt, da fehlt irgendeine Sicherung, aber nein, er hat ja genug Strom. So, was ist das hier? Nix. Nix da. Ich kauf Klump. Ich will. Ach, die Kinder sind heute immer so ungeduldig. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als würdest du massenhaft Daten bewegen. Deswegen frage ich mich immer, wozu die Leute dann trotzdem PCI 4.0 brauchen. Weil für Ladevorgänge von Spielen ist das vom PCI 3 an ein großer Unterschied, wenn überhaupt. So, der Dave-Hype scheint auch schon wieder vorbei. Ah ja, okay. Ja, Hypes sind sowieso so eine Sache. Ich finde, man kann die Spiele auch mal ruhen lassen und dann irgendwann spielen. Weil entweder... Ach du Scheiße. Entweder sind sie schön oder nicht. Und machen Spaß. Okay, hier anscheinend nichts mehr. This suggests there's some type of complex life form contained within each crystal. Eine komplexe Lebensform soll da drin stecken. Something alive in these tiny crystals? That's what it says, but hard to imagine how that's possible. Our science division will have a field day with this. We need to study it on the ship.
Sieht mir vom Prinzip aus wie isolineare Chips. Chipse. Was macht denn jetzt? Das da. Kaputt. Crystallized lithium compounds. Its internal structure is extremely ordered. In fact, the states of these crystals on a subatomic level suggests a storage device of some kind. Energy levels are both stable and ordered, like information. Das ist ein USB-Stick, ein kristalliner. Depleted. What kind of information would you deplete? Jara? I see it. What's happening? Someone turned it on. There's no one here. Nee, Fernsteuerung im Palast. Send a signal? If that's the case, we may not be alone for long. Let's hurry. Was hat Harry damit zu tun? Okay. Oh, was müssen wir noch scannen? Leute. Oh. This can't be right. It's putting out almost 50 zettajoules of energy. I assume that's a lot? Enough to power this entire quadrant. This amount of power, the kind of radiation it's putting out, it's the cause of the storm. The warp disrupting beam, all of it. Das ist die Sturmmaschine. Aha. What do we do now? We get back to the Resolute. They have to know about this. Come on, let's... Quickly. We have to hide. Kannst du mal schneller laufen? Wieso kennt sie sich denn? Lauf! Warum kennt sie... Ach nee. This is outrageous! I demand you let me go! No need to complain. You're about to receive a gift beyond your wildest imagination. If anything, I consider it an honor. Das ist doch einer von den Diplomaten da. Oh oh. Warum hat er das gemacht? Jetzt wird er doch entdecken, dass ein Kristall fehlt. Der konnte die 3 Meter nicht laufen. Der musste beamen. What is that? What are you doing? You'll see. Soon enough. I can influence the course of the negotiations. I can make sure the Hotari get the better end of the bargain.
So can I. Warum versteht er die Technologie? Guck nicht so, als hättest du ein schlechtes Gewissen. Meine Fresse, hör doch auf damit. She said anything? So wie ich. Ja. Have you had any ideas about staying friends? I think you've blown them out the airlock. Hope you're happy. Bist du bescheuert? Miranda doesn't deserve this. We're supposed to be her friends. I'm not happy she's in here. Not Miranda. The way she was acting. There's something going on with her. Well, she's gonna have to answer for it here. Tag, Frau. After everything we've been through together, you can throw it all away like that. I never thought you'd turn on me like this. I didn't turn on you. You brought this on yourself. Unless you have some kind of explanation. You think I owe you an explanation? Starfleet and its never-ending search for answers. Aha, Kritik an der Sternenflotte. Tried to find the other members of the security team that went to Hotari, but they're missing. We found their comm badges stashed in a Jeffries tube. You better hurry up and Verräter. There's not much time left. You're working with them. You have a keen mind, Carter. That's something I liked about you. But that won't be enough. Here's something. What is it? Eris didn't get bioscanned after returning from Hotari. Neither did the other two that are missing. None of them were scanned. Which should not have happened. So all this could be happening because she's contaminated. She caught something on Hotari. It's possible. Siehst du? Pathogen can cause all kinds of behavioral issues. I'll scan Gut, dass wir sie eingesperrt haben. some data to cut through all this speculation. I think it's better if I do it. Open up too. Zwei öffnen. Alle anderen sind eh frei. Na? I can't believe this. Ridiculous. Data coming in. Come here for a second. Schild hoch. Did you know? Know what? That's not Petty Officer Miranda Maris. What are you talking about? It's right here on the tricorder. She's an imposter? Like a double? Or a spy. How is that possible? All I know is that she might look like Miranda. Walk and talk like her too. She has different brainwaves, and even different DNA. This isn't the same person we left Starbase with. I'm going to feed this into the main computer and run some more analysis. Frage ist, von wann an ist die denn schon nicht mehr sie selber? This is Schon seitdem sie auf unser Schiff gekommen ist? some process we don't yet understand. Miranda's body is being rewritten. Her mind has been remapped to another personality, and her DNA is resequencing. I'm not sure the extent of it, but it appears to be pervasive. Someone has taken over and is bioforming her. That's a crude way to describe it. Bioform. Alter, seine Augen. This is a problem. A big one. Who are you? I'm Miranda, but so much more.
Ja, da sind sie, die Crewmember. Ja, wo ist er denn hin? Wo kann er denn sein? Don't let them get the storage drive. Was sind das alles schlechte Schützen? Was ist denn da los? Emo, I noticed texta. What? It's not in the universal translator. Eine portable Transportplattform. Who the hell are you? We are the scions of the flame. Schieß doch. Schieß They're getting doch. away. Scions of the Flame? I don't like the sound of that. You're never gonna believe this. The reason the Universal Translator didn't recognize that language is because it's only ever been read. It's the Takan language. Die Saat der Gewalt. Filthy Hotari, hands off me! We'll burn your planet to the ground. Klopp. Animals. Wait. No. Ist er jetzt tot oder wird er transformiert? Er wird transformiert. Und damit schleusen sie den jetzt in seine Regierung ein. Rise, brother. Rejoin the flame. Oh Mann, das Ding ist größer als gedacht. This can only mean our time has come. I'm only sorry I couldn't find a more suitable host for you. All in good time. This is only the beginning. They're working together? An Alidian and a Hotari? Nein, nein, kein Alidian. Did something to him. Secure the Cartabula. Cartabula? It's the energy source. Spread out. Search the vault. Scheiße. Go back through the mine. Cut off their escape. Find them. Time to go. Hold LT to leave cover and take aim with R. Use... Okay. Nehmt die Waffen mit! We're trapped. They're blocking the only exit. Maybe not. Can you buy me some time? For what? This vehicle looks a lot tougher than that barrier. Oh ja. Autofahren. Release to duck into cover until their fire lets... Was?
Release LT to duck into cover. Ah, okay. Oh Gott. Oh. Das ist eine fiese Steuerung. Na komm schon. Shoot the Hotari woman! Nein, lass das. Oh mein Gott. Nein. Gott, das ist echt knapp hier. Mach schneller, Baby. Oh, Scheibenhonig. Jara! Get on! Und Vollgas. Was? Hold on to something. Ich glaube, ich habe jetzt gerade alle Knöpfe gedrückt, die es gibt. Oh no. Ja, Frau, gute Nacht, schlaf schön. Bis morgen. Don't stop. I'll handle them. Use L in the direction to change cover. Some enemies will only be visible from certain cover spots. Ja. Aua, was? Shoot the one driving the machine! Na, was machst du denn? Destroy them! Hallo? Ich hab... Alter. Boah, Alter, das ist aber echt mies hier. Die Steuerung ist schon super eigenwillig, ehrlich. Tylus! Oh Gott. Surrounded. I'll get it working. I just need some time. Ich need some time, ja klar. Und ich muss wieder hier... Okay. From where? Ach, da. Here we go. Alter. Junge. Oh oh. Ach so, wir werden dann nach oben transportiert, oder? The lift. We're trapped. Resolute, 2 to beam up immediately. Resolute, come in. Jara! Nein. Are you all right? I think so. It hurts. Ja, klar. Hallo, beamt uns mal. Bitte. Was ist jetzt? Find an escape. Okay. Vollgas. What are you doing? Hold on to me. Halt dich fest. Halt dich fest. Jetzt wird das schnell.
Commander, we read you, but there's too much interference. Transporters still can't get a lock. Ja, ja, war klar. Immer das Miranda was Gleiche. able to transport through the storm. There has to be some path through that we're not seeing. Tetrametric radiation is saturating our sensors. There is too much interference to pick up the residual transporter signature. Wait. Tetrametric radiation. Of course. I can align the transporter with the tetrametric signature. So. Nämlich. The crystals emit tetrametric pulses every 3.8422 seconds. Roughly 26 centihertz. Voilà. All of this is connected. The storm, Nein. the killing field, the crystals, Miranda's alien transporter tech. Komm schon. Oh. Okay, I've got the transporter in calibration. There are a lot of biosigns in that mine, all stacked on top of each other. I need something to identify the commander's signal. Something loud, energetic. Understood. Laut? Was Commander Rydek, we have penetrated the storm's interference, but we are unable to pinpoint your signature. We need you to generate a high-energy event to help us... High-energy event. Got it. Tylus, are you still with me? I am. Good. I'm going to shoot my phaser at some dilithium to cause a piezoelectric rupture. What? Why? Signal flare. One of these crystals has to be pure enough. Bigger still. Come on. Damn it. No good. Too small. Mächtiger Badaboom. Whoa! Dilithium explosion. Is that energetic enough? More than enough. I can lock onto their biosigns now. Use to aim. Clear debris to select targets. Ja. Was? I've got their biosigns isolated. Commander, we have your signal. I'm gonna tunnel a path through the ionic interference. Quatsch nicht. Ja. I've got a path. Just gotta calibrate the signal. Test. Hallo? What? Da? Okay, das muss also voll werden, aber das ist gar nicht so easy peasy. I've got a lock. Energize. Vollgas! Einmal durch den Musterpuffer, bitte. Oh la la. Petty Officer Diaz. Mach was! We're losing her. The pattern is degrading. Can you hold the signal? I'm trying. Oh. I got it. Oh, come on.
Oh, wir haben mal ein paar Felsbrocken mitgebracht. Get her to sickbay. Captain Solano and Ambassador Spock have just returned from Hotari. Take a look at that. Rydick, I need you on the bridge, now. Oh, nix als Stress auf diesem Schiff. Nix als Stress. I'm here. The Elydians are preparing to attack Hotari. Status report. Your systems are now fully powered. All torpedo tubes open. They're preparing to fire. We should hail the Elydian flagship, Captain. Readying phasers if you want them. Phasers? Stand by. Await my order. Recommendation, Commander? We need to act quickly. Before this spirals out of control. Hail the Elydians. Maybe we could talk some sense into them. Hail them. No response. Try it again. Still nothing. The Elydians. They've powered down their weapons. Odd. You sure about that, Mr. Ahmad? They're venting some kind of gas from their ship. Hold on. Now all of their systems have shut down. That's unexpected. Commander Ermot, scan them again. We have to be sure. No mistaking it. They're dead in the water. Haben die Lebenserhaltung auch abgeschaltet und alles? What's happening? There's an energy dampening field coming from Tau. Take us out of range. Schilde hoch. Captain, the flagship is hailing us. On screen. Zeldy to the Starship Resolute. Our main power cores are completely disabled. The more power we give, the more it takes. Running off batteries. Life support systems have failed. Siehste? Unable to ventilate. Contaminated atmosphere. Admiral, you are about to launch an attack on a defenseless planet. Kobliat, you sided with the Hotari in the negotiation, but that does not matter now. My crew is going to die. Please, I beg of you. You must render assistance. Hallo, wir sind die Sternenflotte. Failures are compounding around my ship. We'll help you. Yes, we will. Thank you. Admiral, excuse us while we devise a rescue plan. By my estimate, Und in der Zwischenzeit bitte nicht atmen. before their atmospheric mix becomes lethal. While we may not be able to transport the Elydians directly, if we were to transport them from their ship to a nearby shuttlecraft, it should be possible to amplify the signal there and route to the Resolute. The Ambassador's plan is incomplete. An away team will have to beam aboard the Zeldy and set up pattern enhancers for a stable enough signal out of the dampening field. Thank you for identifying my deficiency, Commander Chovak. Jara, I need a senior officer in command of this. Take Chovak and Bedrosian in the shuttle and get it done. Petty Officers Diaz and Edselar, you will be part of the rescue mission. As will I. We will bring the shuttle within transporter range of the Zeldy, then beam you both aboard. Beam us on board. Why? The pattern enhancers must be placed on the Zeldy to make it possible to beam the Elydians back to the Resolute. Gather the pattern enhancers and get to the docking bay. Na toll. Jetzt dürfen wir da wieder an Bord, ja? Und dann hier Rettungsmission. Tralala. Transportverstärker aufstellen. Verstehst du? Hoffentlich fallen die uns nicht in den Rücken. Puls hab ich! Bald! Scheiße! Mit der Scheiße hier! Ja, echt mal. Nur Stress! Nur Stress! Geh zur Sternenflotte, haben sie gesagt. Du hast einen sicheren Job, haben sie gesagt. 30 Tage Urlaub, haben sie gesagt. Und du wirst nicht bezahlt. We're going on the wrong mission. What's that? We're going to rescue the Elydians, the people that oppressed the Hotari, when we should be going to rescue Miranda. This thing that's happened to Miranda is like the Trill symbiosis joining.
Only worse. And I've seen too many people I care about wiped away by some greater entity to stand by while the same thing happens to her. I wanted no part of it then, and I won't stand for it now. Her body's stolen and used like puppets. I'm not giving up on her either. We'll get her back. Whatever it takes. Naja, whatever it takes, weiß ich ja nicht. We've got other lives to save. Yeah. Ist hier nirgends Anschnallgurte? Aber wir sind auch quasi so ein Riker, ne? Also unsere Protagonistin. Bei allem dabei, für alles kompetent. Also ist schon überqualifiziert, sag ich mal. Diese Masken finde ich auch immer super. Shuttlecraft Melville. You're cleared for takeoff. Acknowledged, Resolute. Melville taking off. Vollgas. Rein in den Lex. Die kleinen Shuttles sind so niedlich, ne? Die kann doch keiner ernst nehmen. Dann doch lieber so ein Captain's Runabout. What? You can fly through the rings created by the storm if you pilot carefully. Green lightning will damage your shuttle. The ionic storm will your path with dangerous hazards, taking damage 3 times. Ja. Wo muss ich denn hin, da? Ja, den Mann Vollgas, nicht? Geil. Na toll. Uah, uah. Wird schon eng. You have to keep away from the lightning. Ja, ja, du mich auch. Oh, was? Oh Gott. Oh Gott. Lass mich, ich will nicht in die Ringe. Bäh. Oh, ho, 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 ho. Nein, warum kommen die denn einfach so? Was soll denn das? Oh. Geh weg. Oh nein. Die lassen mir keine Wahl, ne? Wir kriegen jetzt wieder einen auf den Arsch. Oh. Ich muss da unten hin. Ja, Mensch. We are within range. Oh. Any closer will put the shuttlecraft at risk. Preparing to transport the away team. Energizing. Ein paar Shots zwischendurch, ne? Hört auf zu atmen! Na toll. The ship's life support. It's almost completely drained. And the other systems, too. Oh no. We gotta get to their transporter room. Echt mal, ne? Jetzt. Haben die sowas nicht an Bord? So. Ich meine, wenn die mal einen Höhenbruch haben oder so und die Schilde versagen dabei, du musst doch irgendwie. Musst du doch was in Reserve haben, oder? Ich muss Slalom laufen. Ach, Treecorser. Und Phaser? These must close in case of emergency. They don't have enough power left to function. Carter, give them a charge with your phaser. Make them open. Ach so, ja. Ja, geil, ne? Ja, cool.
Kann ich schon klettern? Oder muss ich da noch mehr kaputt schießen? Na, komm mal her. Wir gehen noch mal gucken. Warte. Ja, weiß ich auch nicht. Also da ist nix. Oh. Ah. Deswegen. Oh. Was ist denn mit die Annas? Ja. Er steckt den Phaser immer weg. Oder what? Hä? So. Ah. Pidup. It's not working. No power's running through any of this. We gotta get him open manually. I am the ranking officer here. State your intentions. Hallo? We are under siege. Explain yourselves. Our intentions? Your leaders asked for our help. And they sent you? Wen sollen sie denn sonst senden? Whoa there. I am still able to stand. What are you trying to do? We gotta get into your transporter room. Then we can get your people off the ship. Notentriegelung. Geht doch. Das sieht aber auch nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall gut geputzt. Guckt euch das an. Nicht schlecht. Gar nicht übertrieben groß. Set up a pattern. Ja. Make sure they're evenly spaced. We need to manually adjust beam trajectory so they connect. I got this one. You get the others. Hä? Ist das jetzt vorgegeben oder soll ich hier mit Recorder doch noch arbeiten? Müssen wir denn 3 machen oder wie viele? Ich weiß es nicht. Oder einfach alle. Sieht aus wie alle. Ja. Hallo? Ah, da. Allein kann den Tricorder nicht nehmen. Ach so. Ja dann. Ey Puppe, geh mal weg da. Süß. Naja gut. Halt, stopp. Moment. Aha. Geil. Kein Mond zu sehen hier bei uns. Bei euch ist Vollmond, ja. Im Süden haben schon lange gutes Wetter. We have a shuttle outside this ship that will route the signal to the Resolute. All crew to transporter room 2. We are evacuating. We're live.
Here they come. Wenn Sie nichts dagegen haben, ruhig ein wenig schneller. Bitte. Okay, coordinates. Beam status. Energizing controls. Please step on the platform so we can evacuate you, Admiral. The crew goes first, Arminter. Sir. I mean it. You! Get on the platform already! Zack, zack, aber schnell da. Okay, the interface is in Elydian, but the layout is the same as the Starfleet transporter. I just gotta do what I did before. Select the people to transport. I need to select all of them. Plot a path through the ionic interference. What? Aber ich mach das richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ja Path goes nicht. through too much interference, it won't work. Sieht doch ganz gut aus, oder? Okay, just have to calibrate the signal gain to get the highest possible output. That wasn't enough power. For the place where the waveforms are farthest apart. Even at this range, the interference is too much. The system is suggesting better transport coordinates. D, it's the shuttle. You're sitting right in the thick of it. I'm sending you specific coordinates for a clear signal path. Waypoint's been added to the navigational computer. There, Commander. Give or take 50 meters. Okay. Okay. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ach du Feiliger. Ach komm, hör doch auf. Hör doch auf, ey. Komm hier mit so einem Kack angeflogen. Was soll das denn? Geht weg. Bitte. Lasst mir in Ruhe. Bitte. Ja, ja. Oh nein. Ey, wie viel denn noch von dem Mist? Oh. Almost there. Oh, oh. Okay. Das machen die doch mit Absicht. Wo kommst denn du her? Entschuldigung, aber komm, streifen mal hier ein bisschen. Ja klar, der Waypoint ist genau da durch. Sag mal, sind die denn... Krasser Scheiß. Lass mir in Ruhe. Ja. Hui. Ist das deine Lüftereinstellung? Was? Ach, du meinst... Ja, genau, bei dem Ding. I have the first group of Elydians in the pattern buffer. Redirecting and transmitting to the Resolute. Oh Gott. Was ist denn mit ihr? Die guckt die ganze Zeit immer so, als hätten sie ins Knie geschossen. This is Resolute. We have the Elydians safely aboard. We did it! I was so worried this would work. Don't celebrate yet, Lieutenant. We've got a lot of people left to save. So. Right. Sorry. This is Commander Rydek. We're holding steady. Signal is good. Keep them coming.
Pass auf, wenn wir selber rüber wollen, passiert was. Admiral, you're next. I've made it clear. I only leave after those in my charge. Sir, I must insist you go so you can lead our people. I will see to any stragglers. Yes, that may be for the best. Ja, Leute, die jetzt noch rumdüsen irgendwo. Our human saviors. I'll pin medals on your uniforms when this is over. You're very welcome, Admiral. Does Starfleet let you wear another fleet's medal? We will find out. We're ready for transport. Get the Admiral to safety. Da passiert doch wieder irgendwas. Massive power surge! Sending available power to the annular confinement beam. I have the Illidians in the pattern buffer, but I cannot resolve their signal to send them through to the Resolute. Nor can I materialize them here. We need a better position with the Resolute. Das ist so Star Trek, ne? Eigentlich hast du es geschafft und dann auf dem letzten Meter wird's noch verkackt. Ist immer das Gleiche. Oh nein. Hold together. Ja, ja, hold together. Hold together now. Hold together now. Hold together now. In no man's land together. Oh. Höher, höher, wir wollen da gar nicht hin. Ach ja, Waypoint hier, Waypoint da, haut doch ab. Also diese Kreise, ne? Ist ja, guck dir das an. Yo, bloody bastards. Hallo, runter. Ach, scheiße. I am losing their patterns. I need more power, but internal relays are not functioning. I'll do it manually. Do it! I am trying. I will lose the transport if I do not have more time. Signal is resolving. Please! Crewmember retten oder die ganzen Leute retten? Na? Schwierig. Spock würde sagen, das Wohl vieler wiegt schwerer. Ist die hübsch? Ja, nee, ist klar. Genau, also ich nehme mich auch so. Komm, wir lassen uns von Spock leiten, ja? Finish the transport. I have them. Transport complete. Oh Gott, oh Gott. She is injured. Lieutenant Bedrosian has been injured, but the last transport was successful. Oh, thanks, B. Unfortunately, our shuttle systems were damaged by the power surge. We can no longer serve as the transporter node. Carter, these readings are off the charts. The source of the storm is on this ship. That must have been the power surge. When it came on board. You're right. The Takan energy source. They call it the Cartabula. It's here. Is that? It
intruders are preparing to bring the Zeldi to war. And we're about to be stuck on it. There is an old Illydian saying about leaping off the hot skillet and falling to the flame below. Yeah, we got that one too. I hate to say this, but I don't think there's a rescue coming for us. That was our job, so we're gonna have to save ourselves. And with the Cartabula on board, we're gonna have a new job. Stop it. Stop them. I like this job. That's all well and good, but if we're not getting off this ship, we're really backed into a corner here. We can't get off this ship. But maybe I could target somewhere on the ship. Ach, ihr zwei. Ihr seid doch schnuckelig zusammen. We are reading the warp engines powering up. Yeah, we picked up on that. We do not have a way to evacuate you from the Zeldi. The shuttlecraft is too heavily damaged. Sorry we won't make it back, but duty calls. You know how it is. I certainly do, Mr. Diaz. Live long and prosper. I hear voices down the corridor. They will be here soon. Jetzt riecht's im Shuttle nach Hühnchen, ja. You just get us out of here, Diaz. Hey, Stretch. Help us with this map. Stretch? Weil so lang ist. Somewhere as remote as you can. They're almost here. Wo sollen wir hin? Brücke? Messehalle? Cargo Bay? Oder Crew Quarters? Brücke. Was haben wir vor? Wir müssen dieses komische Dings da finden. Also dieses Artefakt halt. Oder Cargo. Also ich würde mir das hier auf die Brücke stellen. Cargo oder Quarters, Alter. Na gut, nehmen wir Cargo. There. The aft cargo bay. That is acceptable. Sounds good to me. Whatever you're doing, do it now! We're locked in. Board to transport. Come on, Belle! Mach doch die Tür zu! Belle! Red Shirt! It's too late for him. Carter! 3 to transport. Energize. Nein, Yellow Shirt. Das war ein Red Shirt. Im übertragenen Sinne. Junge. The Zeldi does not appear to have left any warp signature at all. I cannot track its trajectory.
Our duty often calls for sacrifice. She knows it, and our people on the Zeldy know it. Contact the Resolute, Mr. Chovak. Have them bring us back. Then tell them we'll need medical waiting for Lieutenant Bedrosian. Yes, Commander. Und das Crewmember ist jetzt pissig auf uns im Übrigen, ne? Hoffentlich haben wir noch einen Visor an der Seite rumliegen. Could be helpful. Dead Reckoning. Ich finde, sie könnte einen Counselor gebrauchen, oder? Through your efforts, we were able to save almost 100 Illidians from certain death. As for Lieutenant Bedrosian, well, Duval will do her best, but the prognosis isn't very encouraging. Lieutenant Bedrosian went above and beyond her duty. She deserves a commendation. I'll see what I can do. Commander Rydek, I heard what you did. The sacrifice you made for our sake. You saved not only my life, but the lives of my crew. An incredibly heroic deed. All of Illydia is in your debt. We cannot thank you enough. Just doing our duty, Admiral. I'm sure you understand. If you'll excuse us. Of course. How are we getting our away team back? Ambassador Spock and the rest of the senior staff are waiting for us in the briefing room to discuss just that. I wanted a chance for you and I to speak first, given the circumstances. While protocol might suggest we alert Starfleet about our situation, missing crew, the data breach, possible threat from the Hotari, or Khan, I think we're better off keeping this to ourselves, under our control. You know what's at stake for me here, and what is at stake. Das ist mir scheißegal. I can't afford another mission gone wrong, and I'm really. Er will wieder seinen Arsch retten. I don't want to raise a false alarm just yet. Es geht aber nicht um dich. Confidence we can wrap this up before it gets any worse than it already is. Da gehe ich nicht mit. I'm sorry, Captain, but this isn't about you. The lives of everyone who wears a uniform are at stake. I don't see it that way. We're ready in the briefing room, Captain. On our way. Der sagt doch ganz klar, er sieht das nicht so. On our efforts to trace the Zeldy's warp signature. Unfortunately, no. Somehow they were able to mask the signature and block our ability to track their trajectory. I'm also concerned about what went with them. A Taconian energy source. Sidron referred to it as the Cartabula. Yes, I've been analyzing your tricorder scans. This Cartabula is more powerful than any energy source on record. It disabled our ability to warp and likely created the ion storm. We have to find that ship. It could be anywhere by now. Literally anywhere. We should alert all stations to keep an eye out for that particular ship. You're saying we should warn the entire galaxy? I'm saying we do the math. Calculate their maximum speed against a given time interval. That gives us an expanding radius of where they might be at different periods of time. We alert the stations at each radius at regular intervals. It's casting a wide net, but it's at least worth a shot. A sound approach. Wenn Spock uns zustimmt. Compromised our systems when Petty Officer Maris stole data from our computer core. We're assessing what was lost as we speak. It's just too soon to say exactly what they had access to. Starfleet needs to know about this. We're not contacting Starfleet until we fully understand the situation. There are too many unknowns. They stole our data. That's reason enough to warn Starfleet. But Oh, jetzt machen wir es mit dem Captain aber nicht gut. It might be better to wait until we know more. Der wird pissig auf uns, Alter. Take any chances. We should at least alert Starfleet that our system was compromised. I agree with Commander Rydek. We should let Starfleet decide how they want to handle it. And essentially tell them this mission was a failure before it's even over? No. That's not how we're gonna do it. Not on my ship.
I want to speak with the Hatari and get to the bottom of this before we get Starfleet involved. I expect we'll meet resistance. The Hatari think we violated our neutrality by entering their minds. Assuming the negotiations are off, we no longer have an official role here. We still have a responsibility to the Hatari and the Illidians. The Takan are a threat to both their civilizations. No. They're a threat to us all. So wie die Borg The nämlich. device Commander Rydek found in the Taconian Vault is an advanced delivery mechanism for a complex biogenetic transformation process. Die können Leute verändern auf biologische, nuklearbiologisch, mikroskopisch, sternbasierte Veränderungen. Können die das? Wisst ihr Bescheid? Meaning what, exactly? Not only are they bioforming innocent hosts, transforming them into Takan, they're taking the DNA and engrammatic data of a specific Taconian and displacing that of its host. Das haben wir ja gesehen. Ein Bewusstsein putzt in einen anderen Körper. Over on a cellular level, bringing individual Takan back to life, one by one. Is there some way it could be reversed? That's exactly what I've been trying to find out. So far, it appears the answer is no. Once the Taconian takes control, the displacement of the host is irreversible. Ach du Scheiße. And the bioforming appears to be permanent. Petty Officer Maris called herself a scion of the flame, but the computer had no information about it. She also shot the hell out of my ship as she escaped and nearly killed a few of our crew. So we know this about those scions. They're dangerous. The Takan have crossed a line. That much is certain. However, meeting with the Hatari could offer insight into their true intentions. Under the pretense of an apology for betraying their trust and trespassing on their territory. Given the options, this might be our best chance to find out more about what they have planned. I couldn't agree more. With the Cartabula gone, I can confirm we have regained warp capability and the use of our transporters. Excellent. Commander Ermot, see if we can arrange a meeting on Hatari as soon as possible. As Ambassador Spock suggested, under the pretense of an apology. Aye, Captain. Nice work, everyone. Was haltet ihr von dem Captain? You're long overdue for a Diridium infusion. It looks like I am. Was mit ihm? Ist er nur müde? Hat sie Klatsche? Ja, ich glaube auch. Gott. I'll give you two a moment. Ist das jetzt ein Crispy Chicken? I understand. Commander Rydek? Is that you? Oh, die ist pissig auf I ihn. thought I heard your voice. I'm right here. Where? Before you say anything, I just want you to know I don't blame you for what happened. I heard that last transport made it through. That was our mission, to save lives. Oh. So... Nee, geht. I'm glad it was a success. Die ist nicht wütend. Also noch And nicht. Dr. Duval tells me she can get me my sight back. Eventually. Vielleicht kriegt sie ihr Augenlicht zurück. Oh Gott. I just hope this isn't the end of my career. Ey, du kennst doch Jordi. Can't be much of a tactical officer if you can't see what's coming. But this is all I've ever wanted to do. The latest advancements in vision enhancement are truly remarkable. I wouldn't be surprised if you came back better than you ever were. Naja, sie will aber I eigentlich... just want to be able to see again. Genau. That's all I'm asking. Oh Gottchen. All right, you two. Lieutenant Bedrosian needs her rest, and you have an infusion waiting for you. I will check in on you soon. I promise. I'm gonna hold you to it.
Das muss echt kacke sein, wenn du von einem Mal auf den anderen Moment blind bist. Oh Gott. You're in good health. Nice to get some positive news for a change. You I don't worry about. The captain, however. Go on. You see it, don't you? Yep. He's desperate. Withholding intel from Starfleet just to save his reputation. Genau. That's not normal behavior for a captain. Wenn der mal nicht indoktriniert ist schon. You've spent enough time with him now. Seen enough of how he runs the ship. If there's something wrong, as the ship's doctor, I need to know. Don't sugarcoat it. You know I wouldn't. To be honest, I'm worried about him. It seems like the stress of this mission is getting to him. He has so much riding on its success, and I am concerned he'll do something rash to ensure it. Good to know we see eye to eye on this. And I want to be clear. I care about Solano. I really do. Du kannst ihn vom Dienst entbinden, als Schiffsarzt im Übrigen. More important things at stake than offending an old friend. If it gets any worse, you know where to find me. Nicht wahr? Wenn der Schiffsarzt begründete Bedenken hat bezüglich der Diensttauglichkeit, kann sie sagen, du nicht. Jara. Monitor your duridium levels. I'll be right back. How's your wound? Like it was never there. I feel lucky you were there with me. Without you, I'd be, well... Thank you for saving my life. Even with the wonders of your technology, it wouldn't have mattered if you'd left me for dead. I should be thanking you. You took that disruptor shot for me. Without you, I might be the one in sickbay, or worse. Well, I couldn't just let you die. Not after all you did to help. I won't forget it. Okay, du hast einen Phasersprung gut bei mir. We saw the truth down in those mines. What Sidron and Galvin really are. Who they've become. The lengths they're willing to go to. What they did to that Lydian. It's hard to accept. That everything I thought I knew, so much was a lie. The horror of that underneath our feet the entire time. What we learned down there will help us win this fight. Truth is power, and we'll use that to stop Galvin and Sidron. If you're right, then it was worth it. I truly hope you're right. Commander Rydick, you're needed on the bridge at once. What is it? The Hotari have agreed to meet. Meet and greet. Mit den Hotari. Na guck. They haven't found us yet. Die werden doch auch Schiffssensoren im Inneren haben, oder? We have no idea when or if the Resolute is gonna catch up. But if we can get access to the Zeldi systems, we might be able to figure out what the Takan are up to. You got somewhere we could do that? Okay. Follow. Okay, mach ich. Stretch. Ey, Langer. Geil. Love it. Und wie aber geschmeidig und... Up there? Warum spricht ihr nicht mehr? Etzelar, let's do this. The internal sensors. The what? When they scan the ship for life signs, they'll know right where we are. There must be devices that perform the scan. Right there. And there. There's several of them around the room. Got it. We'll disable them. How? They're too high to reach, even for me. Not too high for our phasers. Low power, Nelly. Let's not set off any fire alarms. Willkommen zurück, Wölfchen. I got the ones over here. Got one. Another down.
I am. Was ein Hurry? Wo ist denn noch einer? Ach, da. Only one left. One left? Wo denn? Wo denn? Hello? Ach, da, guck mal. Here it comes. Ab in die Kisten. It worked. They won't be able to detect us. That buys us some time. Now that the Zeldi has its power again, I might be able to access some of the ship's systems from here. Ja, dann mach mal. I'll take care not to give away our position. The Takan might not even know we're still on board this ship. Miranda only saw us transport away. She probably thinks we're back on the Resolute. Miranda. Don't give up on her yet, Carter. For all we know, she was trapped, watching it happen. Fighting it the whole time. The person who shot at us wasn't Miranda. Don't think for a second that she turned on us. Because I don't. Neither do I. I know it seems like we could never trust her again. But maybe there's a way to turn her back and Miranda could help us stop the Takan. Here, on the ship. Just because the Trill joining is permanent doesn't mean the Takan bioforming has to be. Naja. I've heard enough of your prattling on about your friend. You have to think like a soldier. She's our enemy now. She'll be dealt with like the rest of the Takan. My friend Miranda is not responsible for what she's doing. The Takan have taken control of her mind. We certainly can't kill her for it. Speak for yourself. If anyone threatens the Empire, they are the enemy. It's just one life. Könnte Brite sein, der Typ. You don't get to talk about Miranda. You don't get to ignore the truth. There is no such thing as just one life. And she is not lost. This isn't calculus. You can't just break it down by the numbers. And our crewmates were injured, killed, in the process of rescuing yours. I'll grant that you showed your grit and effectiveness. More than I can say about accessing ship systems. They block out helm control, propulsion. They're closing down systems faster than I can check them. They're always changing these interfaces. I can hardly keep up. Let us help. Fine. They're using a senior officer's access code to lock down our systems from the bridge. The Takan must have turned someone in command. Dieses Rumgeier mit dem Stick, ne? Alter. Here's something. I can see the course they have plotted in. The Lydian fleet has explored a lot of systems, but it's all in the opposite direction of where we're going. The Zeldi, that's where we are. That's not exactly news. We're headed to the edge of the galaxy. Nothing but uninhabited systems along the way. And if we keep going, we'll leave charted space. A lot sooner than I like to think about. Wir müssen den Kurs Autopiloten ändern, hier, Kram, Gedingsel. Take control and turn this ship around. Get back to the front lines of the battle for Lydia. We are on the front lines. They're going to do this all over the quadrant. The whole Federation is at risk. That is a possibility, but it's already a reality for my people. I'm sure it's pretty damn real for the people who are trapped in their own bodies controlled by the Takan. You can't just turn your back on them. I'll take this ship without you if I have to. And I'll bring it back to Lydia, or I'll destroy it. I won't let it stay in the hands of the enemy. Aren't you supposed to be some kind of diplomat? Military attaché. Well, you're not exactly building a coalition here. The time for diplomacy is over. This is war. And I haven't forgotten how to wage it. The most important thing is that we get control of this ship, so that we don't end up so far away that the Resolute can't ever catch up to us. And if we control the Zeldi, that also means they can't use that Cartabula thing.
I'm not sure we can do much more from here. What's this? It's a data stream. It looks to be a two-way communication. Let me see if I could put it through a demultiplexing processor. Can you get that clearer? I'm trying. Oh, Alter. Uiuiuiui. Boah, guck dir das mal an. Okay. That should do it. Hello? Can you read me? Itasca, is that you? Major! It's my lieutenant. Where are you? I'm here with some of the others. We're trapped in the ATP. Our artillery targeting platform. The bulkheads are sealed, and ruptured power conduits on the other side are discharging at high voltage. Major, we've seen Sidron and the other Hatari, and if we can get free, I think we'll be able to overpower them and take back the ship. Itasca, are you still there? Hallo? Itasca, are you still there? Oh, das ist aber so mega willkürlich hier. The Hatari have been transforming people on this ship. We've seen it happen. Bioforming. It's only a matter of time before any remaining crew are turned against us. You have to come and help us. I gotta ask, are you sure that's really your comrade? It's Itasca. You're going to have to trust me. I know Lieutenant Itasca well. That's her. Trust goes both ways. We trust you. You trust us. I'll go with that. Ja, wir müssen uns gegenseitig vertrauen, sonst wird da nichts. Reason not to. Back at you, Stretch. We'll make it to you undetected, and we'll free you from the ATP. We'll be ready and waiting, sir. I may not know the computers very well, but I know every inch of this ship. I can get us there, safely, through the back routes. Also ich finde diese Waffe ja etwas, weiß ich nicht, drüber und auch nicht sehr, weiß ich nicht so handy. Also für einen Häuserkampf ist sie nicht zu gebrauchen, finde ich. You may approach. Your Majesty, an apology is in order. The Federation... Spare us your apologies, your excuses, your pathetic... Was sprichst du denn? You said you were here under the pretense of peace, yet you trespassed into our minds. I should have known you couldn't be trusted when you sided with the Illidians. Your intentions have been clear from the start. I take full responsibility for my actions, which were entirely my own, not the Federation's. How noble. Your Majesty, if I may. Her actions nearly caused a war. I was addressing the Queen. Galvin speaks for the Voltari now. Fortunately, we were able to resolve this ourselves despite your interference. The Illidians have agreed the mines will remain under Hotari control. We now recognize the Hotari as the sole authority in this region. Your presence here is no longer necessary. So you can consider the matter resolved. They never wanted the Federation involved. This was all just a ploy from the start. We never needed the Federation involved. But we're so thankful that you've come. That being said, the sooner you leave, the better. The hell we will. What about my crew trapped aboard that ship? Or what you did to my security team? The data you stole? I want to make one thing clear. No one is to leave Hotari space without Federation approval. No one. You think you have that power, when in fact you have none. You came here under the presumption you would be the ultimate authority. That you would show up and render judgment in this petty dispute over precious resources between lesser people. But instead, your arrogance and self-interest was your undoing.
blinding you to the real power at work here. Something far beyond your feeble imagination. Wir gehen mal voll Konfrontation. You're not fooling anyone. We know you're Takan. Huch, da zuckt sogar das Bock. Takan. A word I haven't heard in a very long time. At the height of our power, the Takan Empire spanned hundreds of thousands of light years and trillions of Taconians. An empire that encompassed what is now considered Federation territory. What's yours was once ours. Mhm. So it feels only right that we reclaim what was lost. Everything you hold dear will be gone. The first of many painful losses to come. That may play well with your bioformed friends. But your empty threats don't scare us. Just a friendly word of caution. You'll know when I'm threatening you. You might be surprised how many want to be part of the most advanced civilization the galaxy has ever seen. We will not stop until we've reclaimed what is rightfully ours. Imagine what a queen, a starship captain, or even a Federation ambassador could accomplish if their power was wielded by a truly superior entity. In the face of such impossible odds against an adversary so clearly more advanced in every way, the only logical choice is to submit. Never. Seize them. Get us out of here, now! Rydick to Resolute. Beam us out. Wir haben uns von Anfang an reingelegt. Done something like this before? Close quarters combat? Infiltrating Anfang an. stronghold? Something like that. I once spent 6 days crawling through sewers during the siege of Tofar Ket to retake the citadel there. That's just one of many campaigns I've served in. My dress uniform is well decorated. I'm glad we're here with you. We need your kind of experience. I should say you do. And I'll be glad to have Lieutenant Itasca with us. She fought shoulder to shoulder with me in that siege. So you're pretty close, huh? She's like a daughter to me. She's saved my life more than once. She's more than just a comrade in arms. Don't worry. We'll get her and the others free. I'll worry less when that's been done. But once we have my comrades, proper soldiers, we'll be able to retake the bridge. Then, our fleets will catch up to us. Catch up? The ATP is just down that corridor. Warum guckt eigentlich von denen nie einer nach hinten? Is this the artillery platform? This is the power distribution for the forward armament cluster. Sieht ein bisschen scheiße aus da. There was combat here. Disruptor burns on the walls. Signs of a grenade detonation. If there was a fight, the Takan might still be nearby. Maybe my people killed them. Or they could be waiting for us. And that's a problem for when we meet them. The distribution conduits have been knocked loose. The currents in those lines would be lethal. Is there any way to power those down? Each circuit has a control panel that regulates power to the magnetobanks. I can track connections between the power lines and the control panels. I should be able to clear a safe path to your crew. We'll get the door open here. Gute Nacht, Freddy. Auste, bis morgen. Einfach gut, das Spiel. Ja, finde ich auch. It's heavy. Also für das, was es ist? Komm.
Find consoles. Okay, to deactivate the electricity. Och, Leute. Ja, was muss ich jetzt wieder machen? Ja, nice. La. Komm. Mach flott. Ach so. Bin ich jetzt von hier erschienen? Ich denke mal, ne? Haha. Ja doch, wir sind richtig. Glaube ich. Na los, komm. Okay. Okay, jetzt muss ich irgendwie darüber. Okay. Na gut. Okay. Was ist denn hier? Orientierung ist ja echt ein Thema, ne? Alter. Kamera spielt aber auch nicht so richtig mit. Die darf ich nicht... Hä? Lass mal nochmal gucken. Okay, das ist... Ja. Aber wir müssen dahin. Ach so, guck mal hier. Ganz schön kompliziert, hä? Wo müssen wir denn hin? Da? Ne, da sind wir hergekommen, oder? Ne, doch, wir müssen da hin. Okay, hier ist alles auf Stromski. Tut nichts gut. Ja. Scheiße. Ach komm. Ach komm, was? Der ist noch da? Aha. Ach komm. Hallo. Federation dog. Oh. Alter. You! Federation, you made it. Oh, Gott sei Dank. Barely. There's a lot of collateral damage out here. They backed us into a corner. We did that to drive them out. Put some space between us and the enemy. They're here. Get down! I think they've given up on capture. We'll never make it if we go back that way. You! Give me a hand with this! Go! Go! Behind us!
Die sind aber ganz schön übel. Scheibenhonig, was ist denn hier los? Das ist echt... Federation, you take the lead. We'll keep them busy. Ich muss ganz ehrlich sagen, so diese Ballersequenzen sind nicht gut. Einziger Kritikpunkt tatsächlich. Boah, Alter. Die Ballersequenzen sind nicht gut. Das muss ich sagen. Die sind nicht gut gelungen. Yeah! Fall back! Hold him back! We can't let him reach the stairs! Ah ja, klar. Alter, was denn? Ja, kann gut sein, dass das mit Maustastatur leichter ist. Das kann gut sein, ja. Das mag ich jetzt nicht. Könntest du dich bitte da mal... was macht... Was war's? Fall back! Okay. Man kommt aber auch von dieser Stelle nicht wieder weg, ne? Das ist so das Doofe. Hold him back! We can't let him reach the stairs! Ja, we can't let him reach the stairs. Ist richtig. Aua. Meine Güte, ehrlich. Okay. Alter. Komm schon. Come on, hurry. No! No! You can't just run in there. You must live. Jetzt haben wir Zeit zu reden? Oha, das ist ja wie Star Trek 11 nach Nemesis. Schweizelda. Moin. Ja, nee, ist nicht so richtig, aber es ist anschließend an The Next Generation. Oh, warm. Hadri and Turo. They weren't the only ones. But if we hadn't, it would have been all of us. Alle tot, ja, ja. I'll have to live with that. And I'll answer for Oh it when Gott, I ist mir die. jetzt warm. It's not the Illidian way to leave one of our own behind. It's a sin to do so. We're not gonna die. Not if I have anything to say about it. So. It's more important that we win. Das ist korrekt. When we were in there, trapped, we agreed that we had to live to fight. Hadri agreed. We said, if one of us was taken, the others wouldn't stop. We'd keep going, make our way to the bridge. They died so we could fight on. The Takan don't want them dead. They want to steal their bodies. And steal their minds. The Takan knows everything the host knows. Ja. That means they know our plan. They know we're heading Die to Body Snatchers, sag ich dir.
Wer leuchtet da mit einer Taschenlampe auf seinen Bauch? Tylus, you should be in sickbay. Grill sie knuffig aus, ja, ja. I'll finish this. I couldn't just lie there knowing the entire fate of Hotari hangs in the balance. Mein Kira Nerys war jetzt ja auch nicht hässlich. You look exhausted. It went about as well as could be expected, under the circumstances. Oh, that's a relief, because I was fearing the worst. Ja. I heard a rumor that they'd made a deal, that the Elydians agreed to peace. After what we saw Sidron do to the diplomat in the mines, I could hardly believe there was hope, but then... Is that true? I'm afraid the truth is far worse than that. Ich glaube auch. There's no deal. No. They're all Takan now. The Hotari, the Elydians, everyone. No. That can't be true. I'm sorry. Where will I go? I can't go back. Ja, bleibst halt bei der Föderation. I don't have a home anymore. Everything I've ever known is gone. You're always safe aboard this ship. And you're welcome to stay as long as you need. Föderation hat Abo-Stelle für Visa. Thank you. The Federation stands with the Hotari. You don't have to doubt it for a second. Yellow alert. What? Commander Rydick, we need you on the bridge immediately. Commander. Good to have you back. You didn't opt for the ocular implants. Maybe someday. The visor was the best the doc could do on short notice. We've got an Elydian ship, the Veskar, rapidly bearing down on our position. Jetzt sag noch mal einer was. Was the Veskar? Now I'm not so sure. Das ist sowas von Fanservice. 600 kilometers in closing. Still coming straight for us. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Commander? Ach nee, das gibt's jetzt noch nicht so. Have you tried hailing them? Protokoll halt, ne? Hailing the Elydian ship now. No response. 400 kilometers in closing. Sieh zu, dass ihr wegkommt. Shields up. Ready, phasers. Shields up. Phasers ready. Incoming. Lock phasers and open fire. Heavy damage. But deflectors still at full power? That bypassed our shields entirely. That's impossible. God damn it, return fire. Everything we've got. Rydick, modulate the shield frequencies. See if you can get us any cover. Commander, I've got this. Just keep firing. Shields still have no effect. Oh. Doesn't make sense. I'll try another. Schildpolarität umkehren. There! We've got incoming! How do they keep matching our shield frequency? They couldn't. Unless... They've compromised our shield algorithms. They can bypass our shields at will. What? Ah! Captain! He's out cold. Why'd they stop? Damage report. Running on emergency power. Major hull damage on decks 4 through 7. Warp core is stable and intact. We're completely vulnerable. Commander, we're being held by the Veskar. It's Galvin. On screen. Commander Rydick, where's your captain? Not dead, I hope. At least, not yet. You're dealing with me. Is that a problem? One inferior life form is as good as another. I have to give you credit, Commander. You survived longer than I thought you would. But make no mistake, your shields are useless, your weapons ineffective.
and there's nothing you can do. I could destroy you at any moment, but I'd rather hear your pleas for mercy first. Das kannst du dir in die Haare schmieren. Your existence is entirely in my hands, and I'm not in a forgiving mood. If you want to destroy us, then I invite you to do your worst. We'd rather die with honor than beg for your mercy. You may just get your wish. I've been thinking about what you said, Commander. Oh, what? I don't think you'll find my threat so empty now. The Veskar's weapons are powering up. Reiß den Warpkern mal an. Also versuch mal Warp zu gehen, dann destabilisiert sich doch alles. But I don't have to needlessly slaughter you. So I've decided to let you live, despite your insolence. Tell your Federation that Takan are as merciful as they are powerful. Das wirst du bereuen, mein Freund. To escape with your lives. And one day you'll be the one begging us for mercy. I doubt that. Wie sagt er? Ich glaube nein. Wir müssen Stärke zeigen, Mann. Can you track their warp signature? Nothing. It's untraceable, just like before. Notify Ambassador Spock. I want everyone in the briefing room to discuss our options. What's the status of the repairs? Hull breach should be patched up in a matter of hours. Impulse power is at 67%. Ach, Mann. Should be fully restored soon. Also die Story, die hat sich jetzt aber auch entwickelt, ne? Warp signature. They've all but disappeared. Keep trying. Finding that son of a bitch is the best shot we've got. So was sagt er? Commander Rydick, you had the Khan after the ship was attacked. What is your assessment, given our current situation and the losses we have suffered? I'd rather not fight this alone. We need to call for reinforcements. In that case, we might have an option. Portal 6-3, Guardian of the Takan Empire. If anyone could find Galvin, it would be him. That's assuming he's willing to help us. True, but there's only one way to find out. Wouldn't we need to secure authorization from the Federation Council to contact him? The nearest Federation outpost is Andoria. I can travel there by shuttle and inform them personally of the threat from the Takan. Meanwhile, the Resolute can travel to the Delphi Ardu system in search of Portal 6-3. I still have my doubts. I do not. Captain William T. Riker has first-hand experience with the area and with Portal 6-3. Captain mittlerweile. His guidance will prove invaluable and should alleviate your concerns. Delphi Ardu 4 is a restricted zone for good reason. For all we know, we could be walking into a trap. Not to mention the high likelihood Portal 6-3's allegiance will be with the Takan. It's just too much of a risk. A waste of time. Time we can't afford to lose. Right now, we have no way of knowing where those two Elydian ships are, or where they're going. Another Taconian might be able to at least point us in the right direction. Or we're the ones pointing him right toward his fellow Takan, making the problem worse. I am inclined to agree with Commander Rydick. Her logic is sound. This portal may have knowledge that proves to be invaluable, including information on the nature of the Cartabula. We must act on the facts at hand. Then we'll give it our best. I'll arrange a meeting with Captain Riker. And I will speak with the Council. They need to understand the magnitude of the situation. I can leave for Andoria immediately. I wish you luck finding Portal 6-3. The very future of the Federation may rest in your hands. It takes a minimum of 8 crew on the bridge to run the ship, so we can expect at least that many hostiles. If they bioformed Hadri, they know we're coming.
which means everyone needs to be ready for... Action Satisfaction. Entschuldigung, Mann! Now what? We need that door sealed. We can handle that. Where do you need us? There's an access panel there. You should be able to patch into the local systems. We'll be shot getting there. I'll cover you. On my signal. Now! Ja, dann Gas. Damn. Oh. Ja. Bridge doors. Wait, what's this? Got something? Gravity. If I invert the artificial gravity inside the bridge, that'll throw anyone on the bridge right up into the ceiling. Mach doch. He'll never see it coming. Itasca, get ready to charge. Charge? Reversing gravity polarity. Now. Now! Piu, 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 piu. Oder sind die jetzt alle K.O.? Close in! How do we get them down? Au. So. Und damit haben wir euch. Und damit haben wir es aber heute auch geschafft, Leute. Morgen wartet wieder ein langer Tag auf uns. Oder auf einige von uns vielleicht. Ich würde aber mal schauen, wen wir denn noch für euch haben. So. Wer ist denn noch da? Ja, ja. Mhm. Ist ja hier, der Endo ist noch da. Oh, Deponia ist natürlich geil, ne? Goodbye, Deponia. Komm, da gehen wir da hin. Das ist geil. Goodbye, Deponia ist voll gut. So, pass auf. Ich schicke euch mal rüber. Ihr kennt's ja. Für euch heißt es einfach nur noch... Schön, dass ihr alle wieder da wart, ihr Hübschens. Ab ins Outro mit euch. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Kommt mir gut morgen in den Tag. Und ja, dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Und dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Nicht wahr? In dem Sinne, später eine gute Nacht. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao. Und YouTube sage ich auch Tschüss. Tschüss, YouTube. Haust rein. Bis bald.